Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und ihr seht es auf dem Tisch, wir schauen uns heute zusammen die aktuelle Specna Arms Prime-Serie an. Bedeutet, wir haben hier letztendlich eine Standard Quingliu AR-15, wie man es von vielen Herstellern einmal bekommt, aber das Ganze seitens Gunfire bzw. Specna Arms ausgestattet mit dem Dark Matters Brushless Motor in Kombination eines Gate Asters in der aktuellen Generation mit einem Bluetooth-Chip drauf. Also hier schon mit guter Motor, gutes EFCS einmal drin. Auch das Federschnellwechselsystem wurde jetzt oder ist jetzt nachgebaut oder kopiert worden von Syma und von E&C zum Beispiel. Bedeutet, ihr könnt auch direkt die Buffer-Tube wegnehmen und kommt direkt hinten an den Spring Guide ran. Also hier im Vergleich zu den älteren Specna Arms oder Quingliu-Waffen vom Federschnellwechselsystem schon mal etwas verbessert. So, dann seht ihr, ich habe mir hier von Shopgun, vielen Dank übrigens an den Dominik, habe ich mir hier einmal diese SA-P27 ausgeliehen für dieses Video. Ihr seht, das ist eine Standard AR-15, nichts Besonderes, in Kombination eines Daniel Defense RIS 3 Vorderschaftes. Wenn ihr jetzt sagt, naja gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein mit ein bisschen Daniel Defense drauf, es gibt das Modell auch noch in anderen Variationen. Bedeutet, wenn ihr dann Irgi haben wollt oder sowas, gibt es eben auch. Also unterschiedliche Varianten in dieser Prime-Serie letztendlich verfügbar. So Leute, dann schauen wir mal, ob das eine gute Idee war, einen Brushless-Motor in eine sehr, sehr günstige SAEG reinzuballern. Werden wir uns im Detail anschauen. Dementsprechend wird es ein bisschen länger, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Beginnen wir wie üblich mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Die technischen Daten blende ich euch direkt da drüben ein, für diejenigen, die es interessiert. Und der Lieferumfang von dem Prime-Modell ist meiner Meinung nach vollständig. Also da gibt es absolut nichts auszusetzen. Ihr habt einmal natürlich die SAEG oder die Knifte im Karton mit drin. Dann sind zwei Mid-Cap-Magazine mit drin. Die sind jetzt zwar von der Optik und von der Haptik vielleicht nicht meine erste Wahl, aber es sind zwei Stück mit drin und sie feeden bis 0,36 Gramm in diesem Modell. Dementsprechend gibt es hier absolut nichts auszusetzen. Dann ebenfalls enthalten ein Speedloader und ihr seht auch, das ist kein Standard-Speedloader mit 90 oder 95 Schuss Kapazität, sondern ein kleines bisschen größer, da passen 150 BBs rein. Wie gesagt, ist in Ordnung, ist bloß vom Drücken, muss man sich ein kleines bisschen umgewöhnen, wie mit den Standarddingern, aber hey, ist ein bisschen größer, ist einer dabei, super Sach. Für Einsteiger, hier ist noch so ein Adapter mit drin beim Speedloader, den braucht ihr natürlich nicht, also der ist für GBBs, könnt ihr bei der SAEG könnt ihr das Ding nehmen und letztendlich einen gelben Sack pfeffern, braucht ihr nicht. Dann ist ebenfalls enthalten ein Adapterkabel von einem DIN-Stecker auf einen Mini-Tamiya. Hier ist es eigentlich immer so, bei aktuellen Modellen, welche einen sehr, sehr guten Bürstenmotor drin haben, würde ich euch von einem Mini-Tamiya-Stecker abraten. Denn hier ist der Widerstand höher bei der Steckverbindung im Vergleich zum T-Stecker und dadurch kann der Stecker heiß werden. Und wenn die Ströme zu hoch sind, dann kann das Ding sogar wegschmelzen. In diesem Fall immer einen T-Stecker verwenden, also den roten Stecker letztendlich. Bei der Prime-Serie aufgrund des Brushless-Motors ist das aber zu ignorieren. Oder könnt ihr ist drauf geschissen auf gut Deutsch. Also ihr könnt den Brushless genauso mit dem Mini-Tamiya-Stecker betreiben, also den Akku letztendlich, da die Ströme deutlich geringer sind natürlich. Also wie gesagt, wenn ihr schon Akkus daheim habt mit dem Mini-Tamiya, kleiner Adapter da mit dabei. So, da möchte ich gleich im Detail drauf eingehen. Es sind Federn mit dabei, aber lasst uns erst Papierkram durchschauen. Manual ist keine mit dabei oder Anleitung, sondern auch einfach wieder so ein QR-Code, bedeutet einscannen, müsst ihr halt online dann entsprechend anschauen und auch nicht in Deutsch. Wird ihr halt dann in Englisch anschauen müssen, das Ganze. Bisschen ein Werbeflyer ist dabei und fürs Panini-Sammelalbum noch ein paar Aufkleber, wenn wir es brauchen. So, Federn. Das Modell kommt standardmäßig oder ist in meinem Lieferumfang mit der stärksten Feder ausgeliefert worden. Bedeutet, hier steht drauf M135 und die ist standardmäßig aber drin. Bedeutet, hier in dem Päckle ist keine 135 mehr drin, sondern es müsste eine M110 sein. Damit erreicht die Knifte 1,4 Joule ungefähr. 1,35, 1,4 Joule. Dann habt ihr noch eine schwächere mit drin, das ist eine M90 und damit kommt das Modell zumindest in dieser Lauflänge und mit dieser Abdichtung kommt sie runter auf 1,1 Joule.
mit der M90 Feder. Wenn das Hop-Up noch ein bisschen stärker einstellt, seid ihr bei einem Joule mit der M90. So, und leider muss ich schon mal euch sagen, das ist erstmal vom Lieferumfang, finde ich das geil, dass Federn dabei sind. Bedeutet, man kann direkt letztendlich die Knifte auf das Spielfeld einstellen, wo man es braucht. 2 Joule, was Standard ist, oder 1,9 Joule, oder halt 1,4 Joule oder 1 Joule. Ist eine super Sache, aber leider sind die Federn von Specna Arms sehr, sehr kurz und dadurch klingen und scheppern die wie solche. Also bin ich leider absolut gar kein Fan davon. Da hätten sie gern Standard-AEG-Federn nehmen können oder halt längere, wie alle anderen Hersteller auch. Dann würde das Ding nicht so klingeln und so scheppern wie mit den Specna Arms Federn. Also wie gesagt, auf der einen Seite super, super Sache, es sind Federn mit drin. Wer aber Wert auf Klangbild legt bei einer AEG, muss ich leider sagen, könnt ihr eigentlich wenig damit anfangen, weil die klingeln und scheppern euch wie solche, die Specna Arms Federn. Gut, von der technischen Seite brauchen wir, glaube ich, nichts durchsprechen. Wie gesagt, Standard, ja klar, ihr könnt einen Schaft einstellen, pipapo. Vorne, hier müsst ihr aufpassen, ist natürlich ein Standard, 14 mm Linksgewinde. Die Mündungsbremse wird aber hier bei der Specna Arms nicht gesichert. Bedeutet, die Mündungsbremse wird hier letztendlich nur aufgeschraubt und über die Klemmung letztendlich arretiert. Bei anderen Herstellern habt ihr meistens noch mal so eine kleine Schraube unten drin, damit es eben noch mal zusätzlich gesichert wird. Ist hier nicht der Fall. Also den könnt ihr ganz normal letztendlich abschrauben und müsst nicht erst einen Gewindestift unten letztendlich aufmachen oder lösen. Gut, dann lasst uns direkt weitermachen mit dem Chrono. Ich habe jetzt das Modell nicht extra nochmal gefilmt mit den anderen Federn, sondern so wie ich sie bekommen habe mit der M135. Denn ich denke auch, gut, ist eine gute Energie. Und da werdet ihr jetzt dann gleich sehen, mit der M135 kront das Modell mit 0,2 Gramm um die 2 Joule. Schwankt ein kleines bisschen, es sind 2 Meter Differenz drin, aber so um die 1,9 bis maximal 2 Joule mit 0,2 Gramm. So, was ihr aber dann gleich auch feststellen werdet, ist, dass die Energie mit 0,3, 0,32, 0,36 leider sehr stark abfällt. Wie gesagt, da werden wir dann gleich nach dem Chronotest nochmal im Detail darauf eingehen. So Leute, Chronotest habt ihr gesehen und jetzt lasst uns eben über das Thema Energieabgabe und vor allem Hop-Up heute sehr detailliert darauf eingehen. Ich werde auch gerade Thema Hop-Up in mehreren Kapiteln nochmal aufgreifen und werde euch nochmal Nahaufnahmen zeigen, denn das ist ein Punkt, das geht besser meiner Meinung nach. Aber fangen wir erstmal beim Thema Energie an. So, ihr habt es jetzt gerade gesehen, wir waren bei 1,9 unter Bar zerquetschte mit 0,2. und um die 1,6, 1,65 mit 0,3 Gramm. So, und wenn ihr jetzt mit dem Kugelgewicht noch höher gehen solltet, fällt die Knifte noch weiter ab. Bedeutet, im Regelfall sollte man eigentlich, wenn die Lauflänge passt, das Zylindervolumen passt und alles super abdichtet, sollte man eigentlich mit schweren BBs einen Joule Creep bekommen. Bedeutet, je schwerer man geht, desto höher sollte eigentlich die Energie gehen. Das ist immer eine super Sache, finde ich, weil klar, was spielen die meisten? 0,3, 0,32 vermutlich, manche auch 0,36 und da bin ich kein Fan davon, wenn die Energie so stark abfällt. Jetzt geht ihr natürlich auch davon aus, oder wer sich ein bisschen von der technischen Seite auskennt, geht jetzt auch davon aus, okay, passt vielleicht der Zylinder nicht, ist irgendwie der Port zu weit vorne, bedeutet zu wenig Volumen drin oder sowas. Und genau das ist nicht der Fall. Wenn wir auch bei den Injoinern das nochmal ansprechen, das Thema, bedeutet, wir haben hier letztendlich ein Verhältnis von 2,3:1. Also wir haben eigentlich ausreichend Luft im Zylinder drin für die Lauflänge.
Dementsprechend sollte es hier eigentlich keine Probleme ergeben, was das Kugelgewicht angeht. Und genau das ist aber nicht der Punkt. Das heißt, je höher ihr geht vom Kugelgewicht, desto stärker fällt die Energie ab. Hätte das Modell jetzt mit 0,3 oder 0,32 Gramm auch 2 Joule oder 2,1 von mir aus, dann würde ich sagen, hey, super, es dichtet alles klasse ab, keine Probleme, passt. Und genau das ist aber nicht der Fall. Und ihr werdet später bei den Internals, werde ich es euch zeigen, ich gehe ganz stark davon aus, dass leider der Zylinderhead, der hier standardmäßig drin ist, weder zu der Gearbox passt, noch zum Zylinder passt. Bedeutet, das Ding hat so viel Luft da innen drin, kann so arg rumschwabbeln. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wenn das Kugelgewicht zunimmt, entsteht letztendlich vor der Nozzle ein höherer Gegendruck. Und wenn der Gegendruck steigt, fängt der Zylinderhead an, einfach nicht mehr abzudichten. Das bedeutet, es geht euch Luft verloren. Und dementsprechend fällt das Modell einfach je Kugelgewicht immer stärker ab. Und das sollte nicht sein. Bedeutet für euch schon mal vorab zu merken, solltet ihr auch das Problem haben, dass die Energie so stark abfällt, schaut euch bitte den Zylinderhead an, denn wie gesagt, bei meinem Modell passt der hinten und vorne nicht. Also das ist grausam, wirklich. Da hätten wir gerne ein bisschen was passgenaueres einbauen können und dann wären vermutlich auch die Joule Drops nicht so hart gewesen oder so hoch gewesen. So, das war der eine Punkt, Energie. Ansonsten muss man sagen, egal, es fällt zwar kontinuierlich ab von der Energie, aber dennoch bleibt die Energie konstant. Bedeutet, es ist eine Differenz drin im Chrono um die 2 Meter. Wenn mal große Ausreißer drin sind, habt ihr eine Differenz von maximal 3 Meter pro Sekunde. Das ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Natürlich, es geht immer besser, wenn man selber abdichtet und alles perfekt zusammenpasst. Dann hat man meistens 1 Meter pro Sekunde. Aber für eine Knifte out of the box, 2 Meter Differenz, passt, würde ich sagen. So, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Und da müssen wir, wie gesagt, heute leider sehr stark im Detail darauf eingehen. Die Specna Arms Prime hat seitens Specna Arms eine neue Hop-Up-Kammer drin. Bedeutet, wird auch wieder auf der Webseite von Specna Arms Mods beworben. Wie toll jetzt, TDC-System, mega geil, Rotary. Und letztendlich muss ich euch leider sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr günstige Plastik-Hop-Up-Kammer, die auf keinen Fall, selbst mit manchen Standard-Hop-Up-Kammern, mithalten kann. Bedeutet, die Schussergebnisse waren so brutal schlecht, egal mit welchem Kugelgewicht. Ich habe auf 50 Meter teilweise nicht mal ein A4-Blatt treffen können. Und das mit einem Magazin. Wenn ich Glück hatte, sind mal 2 Kugeln aufs Blatt geflogen. Die anderen sind alle links, rechts, kreuz und quer hin und her geflogen. So, und dann dachte ich zuerst, okay, Mist, vielleicht ist irgendwie der Lauf vielleicht dreckig von der Fertigung. Habe dann den Lauf durchgeputzt. Habe mir dann mal das Bucking angeschaut, wo ich auch kein Fan davon bin. Und habe es dann nochmal probiert, 2 Tage später, und es hat aber nichts geändert. Also der Lauf ist sauber, die BBs waren alle in Ordnung. Ich habe dann eben auch 0,32 getestet, ich habe dann auch mal 0,36 getestet. Natürlich, je höher ihr geht, desto besser wird's logischerweise. Aber zum Beispiel mit 0,32 Gramm und ihr habt die Knifte aufgelegt auf einem Kissen oder auf so einem Auflagekissen, wie es man halt im Skistand hat, aufgelegt und ihr schießt, dann habt ihr bereits auf 25 Meter ungefähr gesehen, dass die Kugel mal ungefähr einen halben Meter nach links, mal einen halben Meter nach rechts. Bedeutet, die Streuung war nie konstant. Wäre jetzt die Streuung immer in eine Richtung gewesen, hätte ich gesagt, okay, drückt vielleicht der Tensioner irgendwie krumm oder der Lauf ist ein wenig krumm drin oder sowas. Nein, es war nicht reproduzierbar. Es war mal links, mal rechts, mal links, dann wieder Überhop, Unterhop. Also es war komplett wild. Ich habe das Ding weder mit 0,25 noch mit 0,36 Gramm BBs auf 50 Meter einigermaßen schießen können. So, und dann ist mir eben noch ein Punkt aufgefallen. Gerade Thema Hop, hoch, runter. Kleines Problem bei meinem Modell, zeige ich euch später im ausgebauten Zustand. Das Hop-Up-Einstellrädchen hält nicht. Bedeutet, ihr könnt da einen Hop drauf geben und ihr braucht ungefähr so 70% für 0,32 Gramm. Bedeutet, ihr könnt natürlich auch schwere BBs mit dem Straight Hop, was hier leider drin verbaut ist, könnt ihr zwar hoppen, aber es verstellt euch die ganze Zeit das Hop-Up-Rädle, zumindest bei meinem Modell. So, bedeutet, man geht hier rein, versucht dann hier irgendwie ansatzweise das Hop-Up einzustellen, dann dreht er das Ganze, wo ist mein Rädle da, dann dreht er das Ganze hin, wie das braucht, von mir aus hier, und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, hä, was ist denn hier los? Das hält ja gar nicht. Ja, richtig. Bedeutet, es war mir nur möglich, den Hop zu halten, wenn ich die Hop-Up-Kammer auf Maximum bis Anschlag hochgedreht habe. Dann wurden aber 0,32 Gramm komplett überhoppt. Bedeutet, die sind alle Gottesanbeterinnen, sind alle in den Himmel hochgeflogen und nicht dahin, wo ich hingezielt habe. Bedeutet, ihr seid eigentlich, oder wenn eure Hop-Up-Kammer auch nicht hält und sich die ganze Zeit verstellt, seid ihr eigentlich darauf angewiesen, hier irgendwas zu machen. Wie gesagt, schaut es euch später an im ausgebauten Zustand. Ich gehe davon aus, dass der O-Ring, welcher eigentlich das Rädchen halten soll oder einen Widerstand erzeugen soll,
Der passt nicht, der ist zu klein, da gehört ein dickerer drauf, damit hier Widerstand auf das Rädle draufkommt. Also wie gesagt, Thema Hop-Up, leider alles andere als gut. Und auch werdet ihr sehen, der Tensioner da oben, ja, es ist ein TDC-System, der Tensioner wackelt aber 1 Millimeter in der Hop-Up-Kammer innen drin rum. Also wie gesagt, qualitativ ausbaufähig. Und dann zeige ich euch später eben auch, dass eben ein Straight Hop drin verbaut ist, genauso wie es Novridge teilweise verbaut. Bin ich auch kein Fan davon. Ein anständiges Hop-Up-Bucking mit einer guten Patchfläche dran wäre wahrscheinlich 1000-mal gescheiter gewesen, wie so ein mittlerweile doch in die Jahre gekommenes Straight Hop-System. Wie gesagt, schauen wir uns alles später nochmal im Detail an. Also, allgemeine Informationen. Hier versuche ich euch wieder so viel Info wie möglich reinzupacken und nur das, was ich wirklich als sehr wichtig empfinde, zeige ich euch später vielleicht nochmal in der Nahaufnahme. Sprechen wir das Modell ganz kurz von vorne nach hinten durch, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich sehr gut finde und was ich vielleicht nicht ganz so gut finde. Mündungsbremse ist eine ganz normale AR15 M4 Mündungsbremse aus Zinkguss, nicht aus Stahl, vorhin schon angesprochen, wird auch nicht extra nochmal gelockt, sondern ja, ihr müsst also keine Schraube aufmachen, sondern hält nur über die Klemmkraft letztendlich. Gibt's aber nichts zu meckern, ist in Ordnung und ist aus Zinkguss, ist bei den meisten günstigen Herstellern letztendlich der Fall. Und wenn man hier ganz genau hinschaut, sieht man ein paar kleinere Gussfehler drin, aber ich denke, das kann man letztendlich ignorieren. Dann der Outer oder das Rohr innen drin sitzt hervorragend, also auch hier absolut null Spiel drin. Kein Schwingen, kein Schwabbeln, sondern es wird einfach über die Barrel Nut richtig ordentlich geklemmt hinten drin. Also das passt. Wer jetzt Milsim-Spieler ist und auf Realismus setzt, auch hier wie bei den Novridge SSR4 Modellen, wurde das Gassystem komplett weggespart. Bedeutet, wer das halt jetzt geil findet, dass da innen drin irgendwie das Gasrohr ist und irgendwie die Gasabnahme, muss ich euch leider enttäuschen. Wie gesagt, wurde darauf verzichtet, ist hier komplett leer innen drin. Bisschen schade, so ein bisschen Stange und so ein Alublock kostet in China vielleicht 2-3 Euro. Hätten sie gern mitnehmen können. Aber gut, wie gesagt, leider ein bisschen weggespart. Der Vorderschaft ist dann der RIS 3 und hier gehe ich ganz stark davon aus, dass dieser genauso ist wie bei Syma. Denn auch hier vermutlich ist das eingekauft oder zugekauft von Quingli und dementsprechend die Qualität sehr, sehr gut. Also das passt einwandfrei. Da gibt es auch qualitativ keine Unterschiede zwischen unterschiedlichen Herstellern oder Modellen. Die Dinger sind nahezu überall identisch. Also egal welchen Hersteller ihr da kauft. Die Qualität ist super, es ist alles sauber gefräst, sitzt hier oben auch schön bündig letztendlich am Receiver dran, kein Versatz oder sowas dran und hält natürlich über die Daniel Defense bekannte Klemmung, hält das Ganze natürlich hervorragend. Also da brauchen wir absolut nicht meckern, das passt klasse. Was ich gerade bei dieser P27 in der Farbkombination schön finde, es ist jetzt nicht wieder dieses Standard Daniel Defense, wie man es kennt, also dieser braun-khaki-Ton da oder whatever, sondern es ist ein Grauton. Habe ich so noch nie gesehen und ich finde die Farbkombination sehr, sehr schön. Hätte Specna Arms jetzt den Upper Receiver auch noch in diesem Grauton beschichtet, würde es mir sogar noch ein bisschen besser gefallen. Wäre eine geile Farbkombination. Also hier auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Wie vorhin aber auch schon kurz angesprochen, wer jetzt wieder auf Lizenzjagd ist vielleicht oder ein Fanboy ist von Lizenzen, ja, es ist Daniel Defense, bedeutet der Vorderschaft ist ein RIS 3, es steht auch Daniel Defense drauf und ihr habt letztendlich am Receiver auch hier Daniel Defense einmal eingelassen. Bedeutet aber, wir haben hier wieder so ein Mischmasch-Modell, also keine richtige Daniel Defense, denn letztendlich der Schaft hinten, der Griff, der Spannhebel, Staubschutzklappe und Pipapo ist Standard Specna Arms, hat also mit einer Daniel Defense eigentlich nichts am Hut. Genauso, wie gesagt, das spreche ich letztendlich auch nur an, weil ich euch damals bei dieser einen Syma-Version, die es damals gab, habe ich euch das auch angesprochen, fand ich auch nicht sonderlich geil. Entweder ich mache alles Daniel Defense oder ich lasse es bleiben. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Mil-Spec-Version, die genauso aussieht, keine Ahnung. Auf jeden Fall die normale DD müsste einen anderen Schaft, einen anderen Griff und einen anderen Spannhebel haben. Aber wie gesagt, also hätte man sich die Lizenz auch irgendwo sparen können, meiner Meinung nach. Dann wäre das Ding vielleicht noch mit 50 Euro billiger gewesen. Aber wie gesagt, das muss immer jeder selber entscheiden. Braucht man eine Lizenz und wenn man eine Lizenz möchte, muss es dann 100% Lizenz sein oder ist man mit 50% zufrieden? Ich hätte auf die Lizenz verzichten können. So, dann kommen wir zum Receiver. So, und hier seht ihr eben, oder hier merkt man eben ganz, ganz stark und leider ganz, ganz stark, dass natürlich Specna Arms schon lange nicht mehr bei E&C fertigen lässt, sondern das Ganze kommt aus dem Hause Quinglio. Bedeutet, es ist die exakt gleiche Fabrik, die auch Delta Armory herstellt und Novridge SSR4 Modelle herstellt. Und da muss ich leider sagen, dass Quinglio Waffen, was die Gesamtqualität angeht,
nicht, ja, Durchschnitt ist, muss man sagen. Bedeutet, man merkt hier und da doch ein paar Punkte, wo ich mir denke, naja gut, ein relativ günstiges Modell und dann ein Brushless-Motor rein, muss das sein, wäre vielleicht auch anders gegangen. Ein paar kleine Punkte eben, wo man eben eine Quingliu dran erkennt. Ihr seht hier zum Beispiel Verschlussblech, das liegt letztendlich nur drin, das wird also nicht extra nochmal geführt und gehalten, sondern das ist nur in den Receiver reingelegt und es hält euch auch nicht. Also ihr habt hier letztendlich keine Bolt-Catch-Funktion, sondern müsst wie vor 20 Jahren noch den Spannhebel jedes Mal hinten halten mit der einen Hand und dann mit dem Finger letztendlich das Hop-Up einstellen. Denn wie gesagt, hier ist der Bolt-Catch komplett ohne Funktion. Und dadurch ergibt sich leider auch ein qualitativer Punkt, der mich ein bisschen stört. Und zwar auch genauso wie bei Delta Armory, der Bolt-Catch-Lever letztendlich. Daher er keine Funktion hat, ist er auch nicht über einen Pin mit dem Receiver verbunden, sondern er wird einfach nur reingelegt und da ist so viel Luft drin, dass euch das ganze Ding 6-7 mm da drin rumwackelt und rumscheppert. Also da hätten sie zumindest einen Pin durchmachen können, wenn das Ding schon keine Funktion hat und hätten ihn irgendwie sichern können, damit er da nicht so rumschwappelt. Also das geht besser. Dann ebenfalls ein paar Punkte, das seht ihr vielleicht, zeige ich es euch später nochmal bei der Demontage, könnt ihr es dann glaube ich sehen oder ich mache euch noch ein paar Nahaufnahmen. Auch der AR15 Receiver von Quingliu ist ein kleines bisschen dünnwandiger wie bei anderen Herstellern. Gerade G&G, die immer sehr viel Material draufballern, hier extrem dünnwandig und dadurch auch oder vermutlich dadurch auch ein bisschen Spannung im Material drin. Bedeutet, dass der Aufprall von dem Pistonhead überträgt sich hier bei der Modellserie doch relativ stark in den Receiver rein. Und dadurch wird das Modell extrem laut. Kommen wir dann später nochmal dazu. Also hier vom Klangbild, wie gesagt, aufgrund des Receivers bisschen lauter. Der Rest ist Standard AR15, bedeutet, wir haben keinen beidseitigen Magazinauswurf, wir haben auch keinen beidseitigen Feuerwahlhebel, sondern das ist letztendlich alles nur Standard für Rechtsschützen ausgelegt, so wie man es kennt. Also letztendlich eine AR15 von der Stange, muss man sagen. Wie gesagt, ich bin ein Fan heutzutage, wenn das Zeug beidseitig nutzbar ist, denn dann ist es auch für Linksschützen oder wenn man mal umschultert und auf der anderen Seite spielt, ist es beidseitig einfach nutzbar. So ist man halt wieder auf rechts ein bisschen limitiert, beziehungsweise es ist halt Standard. Sagen wir einfach mal so. So, dann, wo möchte ich noch weitermachen? Das zeige ich euch dann später noch ganz kurz in der Nahaufnahme. Was mir auch aufgefallen ist, die Verarbeitungsqualität bzw. die Passgenauigkeit zwischen Upper und Lower Receiver ist auf den ersten Blick tadellos. Also da kann man gar nicht meckern, das sitzt wie Arsch auf Eimer dran. Wenn man aber hier hinten anfängt, den Schaft ein bisschen zu bewegen, dann bewegt sich der Upper Receiver mit. Bedeutet, dann wird das Spaltmaß zwischen den Receiverhälften wird dann größer und kleiner. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass einfach das Material vermutlich ein kleines bisschen weicher ist wie bei anderen Herstellern. Wie gesagt, zeige ich euch dann gleich im Anschluss in der Nahaufnahme. Dann habt ihr hinten ganz normal natürlich ganz normale Buffer-Tube aus Zinkguss dran. Federschnellwechselsystem kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und so ein Standard-Sop-Mod-Schaft von Specna Arms. Bedeutet, auch hier können wir natürlich in unterschiedlichen Positionen die Länge letztendlich einstellen. Und der sitzt auch relativ gut. Bedeutet natürlich, er hat ein bisschen Spiel. Aber das haben wir bei anderen Herstellern auch schon schlechter gesehen. Bedeutet, würde ich hier sagen, auch das ist Standard meiner Meinung. So, also dann, wenn wir schon gerade da hinten beim Schaft sind, beziehungsweise bei der Buffer-Tube, lasst uns kurz über das Federschnellwechselsystem sprechen. Bedeutet, wie vorhin schon angesprochen, hat jetzt auch Quingliu das Federschnellwechselsystem von Syma und von E&C übernommen. Ihr könnt also mit relativ viel Schmackes hier hinten einmal die Castle Nut aufmachen, schraubt die ein bisschen auf, drückt das Ganze drum nach innen rein und dreht es um ca. 45 Grad. Dann könnt ihr das ganze Zeug nach hinten abziehen und habt ebenfalls hier hinten jetzt direkt euren Spring Guide drin. So, und dem einen oder anderen wird es jetzt bereits auffallen, der Unterschied zwischen den anderen Herstellern, und das verstehe ich auch nicht ganz, warum er das macht. Die Schraube vom Spring Guide oder der Schraubenkopf, der Sechskant hier hinten, ist doppelt oder teilweise dreimal so lang wie bei anderen Herstellern. Wenn ihr das sehen könnt. Also ich rede von dem Ding. Das Ganze drum da hinten ist der Kopf von eurem Spring Guide. Bei Syma und bei E&C ist das Ding, glaube ich, so um die 6-7 mm lang. Der Kopf. Bei Specna Arms ist das Ding halt irgendwie 20 mm lang.
Warum, weiß ich nicht. Da hätte ein etwas dünnerer Kopf wäre hier ausreichend gewesen. So, jetzt denkt sich der ein oder andere, ja, wen interessiert denn das Reaper? Ist doch scheißegal. Ja, nicht ganz, denn letztendlich alles, was hier mehr ist, verliert ihr letztendlich am Platz innen drin von der Tube. Bedeutet, wenn ihr jetzt schon Akkuzellen habt oder einen Triple Stick, der in die Tube reingehört und der passt bei anderen Modellen mit dem Stecker hinten super rein, werdet ihr hier ein Problem haben, denn ihr müsst letztendlich den Schaft dann bereits in die nächste Position stellen, da eben das Ding so lang ist. Wie gesagt, meistens ist es genau der Platz dann, wo der Stecker hinten Platz findet in der Tube drin. Also wie gesagt, den hätten sie gern ein kleines bisschen kürzer oder knapper machen können. Dann hätten wir hier hinten wieder 15 mm ein bisschen mehr Platz oder ein bisschen mehr Luft gehabt für Balancer und für einen Akkustecker. Und wie gesagt, ein bisschen zu lang, finde ich. So, ansonsten, wie gesagt, ist genauso. Ich schau mal, habe ich es zu arg angezogen? Ja, habe ich. Ich brauche Werkzeug. So, bedeutet, ihr habt da hinten letztendlich auch ein Loch drin, wie bei den anderen Herstellern. Und dann könnt ihr hier hinten überdrehen, direkt den Spring Guide aus dem Receiver rausschrauben. Was ich sagen muss, was hier ein bisschen besser ist, wie bei Syma zumindest, ich habe bis jetzt keinen Abrieb an dem Gewinde. Kennt ihr vielleicht von den anderen Reviews, wo ich euch immer gerne sage, achtet drauf, dass hier hinten das Gewinde immer ein bisschen geschmiert ist. Einfach ein bisschen Fett drauf pinseln, wieder reinschrauben, damit ihr einfach dieses Gewinde ein bisschen schont. Hier ist jetzt zwar auch kein Fett drauf bei Specna Arms oder bei Quinglio, aber es ist kein Abrieb an dem Gewinde bis jetzt sichtbar und auch wenn ihr hier schraubt, merkt ihr kein Haken oder kein Kratzen. Also es lässt sich auch ohne Fett da hinten wunderbar reinschrauben, muss man sagen. Auch das Gewinde ist im Vergleich zu den anderen beiden Herstellern etwas feiner abgestuft von der Steigung. Bedeutet, ihr habt es gerade gesehen, ihr müsst halt ein bisschen länger drehen, bis letztendlich der Spring Guide da hinten drin ist. Und dann leicht handfest zudrehen, ausreichend. Überdreht hier nicht, denn ihr müsst immer überlegen, nur an diesem Zapfen hier hinten, diesem Aluminium oder diesen Zink-Aluminium-Zapfen vom Receiver, hier hängt der gesamte Spring Guide drin, hier hängt eure ganze Federspannung drauf. Verkantet ihr oder knallt ihr da wie so ein Schmied, dann reißt euch das ganze Ding da hinten einfach weg. Also hier immer aufpassen, leicht, handfest, langt. Das Ding löst sich eh nicht. Also auch hier muss man festhalten, Federschnellwechselsystem haben sie gut kopiert, da kann man gar nicht meckern. Deutlich besser wie noch die älteren Systeme, wo ihr noch mit dem Schraubendreher oder mit dem Inbus rein musstet, dann innen drin Spring Guide drehen und dann nach hinten raus. Geht zum Schrauben einfach deutlich besser. Ein kleiner Nachteil bringt aber dieses Federschnellwechselsystem auch mit sich und das sprechen wir später im Detail durch, denn natürlich die ganze Last, wie gerade schon angesprochen, hängt alles hier hinten am Lower Receiver dran. Bedeutet, kommt hinten auf die Buffer Tube zu viel Last drauf oder fällt euch das Ding dumm runter und das ist nicht nur bei der Specna Arm so, das ist euch bei einer Syma, bei einer E&C wahrscheinlich genauso. Dann wird euch der Receiver hier unten einfach durchbrechen. Ist leider schon immer eine kleine Schwachstelle, wenn einfach alles am Lower Receiver hier hinten gehalten wird. Dann lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema, nennen wir es einfach mal System. Bedeutet, wie lege ich deinen Akku rein, wie ist das Ansprechverhalten, wie arbeitet letztendlich die Gearbox innen drin, wie sieht es mit den Zyklenzeiten aus und pipapo. Und was ganz wichtig ist heute, wie sieht es mit dem Klangbild aus? Denn wie vorhin schon kurz angesprochen, irgendwie der Receiver hat vermutlich ein bisschen Spannung im Material und dadurch ist leider diese Prime oder zumindest mein Modell im Vergleich zu anderen extrem laut. Bedeutet nicht, dass die Gears, gut, die Gears hört man auch ein kleines bisschen, die kreischen, die Federn klingeln, also nicht nur die Hauptfeder innen drin, weil sie zu kurz ist, sondern auch die Feder vom Spannhebel klingelt, die Feder vom Magazinauswurf klingelt nach und das ergibt alles in Summe kein angenehmes Klangbild, finde ich. Also da hat man die letzten 2 Jahre eigentlich schon deutlich Schöneres vom Klang gesehen. Fangen wir aber erstmal an mit dem Akku einlegen. Ihr habt hier hinten so einen ganz normalen Submod-Schaft, aber auch dieser ist im Vergleich zu anderen Herstellern ein bisschen schlanker. Das ist erstmal von der Wangenauflage vielleicht schön, er ist nicht ganz so breit, aber ihr bekommt dementsprechend halt ein bisschen kleinere Akkuzellen links und rechts in diese Taschen rein, wie bei anderen Herstellern, wo er einfach noch mal ein bisschen breiter ist. Daher hier aber ein Brushless-Motor drin ist, braucht ihr hier auch keine allzu großen Akkus nehmen. Bedeutet, wenn ihr da irgendwie einen Triple Stick hernehmt, mit 3 Zellen aufgesplittet, mit vielleicht 1200, 1400 mAh, dann langt das locker den ganzen Tag aus. Das ist eben die große Stärke von so einem Brushless-Motor natürlich. Zum Einlegen geht es dann ähnlich wie bei den anderen Modellen. Bedeutet, auch hier müsst ihr wieder
Da hinten letztendlich links und rechts diese Clips reindrücken mit dem Daumen, dann die Schaftkappe abnehmen, welche übrigens einen Gummiüberzug hat, dann da hinten den Einsatz, der muss einmal raus und dann habt ihr letztendlich da hinten euren Stecker drin mit dem tollen, ja, mit diesen ellenlangen Fähnchen da hinten dran. So, und dann könnt ihr es aber auch sehen, ihr könnt dann eben letztendlich eure Zelle einmal links, einmal rechts und in die Mitte reinzömbeln. Ihr bekommt auch, je nachdem, in welcher Position ihr den Schaft spielt, bekommt ihr natürlich auch nur in die Tube zum Beispiel 1500 Milliampere-Stunden reingeschoben. Nur hier, wie vorhin schon angesprochen, wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit anderen Herstellern, eben nochmal wegen diesem Federschnellwechselsystem mit dieser großen langen Schraube da innen drin, ihr bekommt ihn halt nicht ganz so weit rein. Bedeutet, bei anderen Herstellern würde ich jetzt da zum Beispiel noch problemlos Stecker alles direkt in die Mitte mit reinbekommen. Hier müsst ihr halt dann entsprechend eine Position weiter hinter wie üblich. Sollte aber für die meisten kein Problem sein. So, dann stecken wir das Ganze an und wir können dann letztendlich die ganzen Kabel irgendwie in die Seite reinpobeln, wo wir halt einmal Platz dafür haben. Bedeutet einmal hier einfach mal nach links in die linke Tasche. Dann stecken wir das Ding da wieder drauf. Das gehört so rum. Ne, das gehört so rum drauf. So, das Teil da wieder drauf und letztendlich die Schaftkappe wieder einmal arretieren. So, und dann ist der Akku da hinten drin. Und wie gesagt, das passt immer noch wunderbar. Ihr kommt aber halt nicht mehr komplett weit vor. Aber wie gesagt, normalerweise die meisten, ich bin jetzt auch nicht der Größte und Position 2 langt noch locker aus. Ach, wenn ich es jetzt gerade schon in den Griffeln habe, noch ein Punkt. Ihr habt da vorne bei dem Modell zumindest, bei dieser P27, habt ihr hier so einen Griff da dran, so einen gewinkelten Frontgriff, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich finde das Ding von der Ergonomie absolut bescheiden. Bedeutet, egal wie ihr greift, ob ihr jetzt einfach von unten rumgreift, fässt sich das irgendwie nicht richtig an. Und wenn ihr so rumgreift, fässt sich es genauso bescheiden an. Also wie gesagt, für meinen Geschmack hätten sie da gern drauf verzichten können. Das macht die Ergonomie hier vorne vom Griff irgendwie ein bisschen kaputt, finde ich zumindest. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, da wäre einfach nur so ein kleiner Handstop besser gewesen, wo man dann hinten schön die Hand dagegen pressen kann, wie dieses Gewinkelte. Wie gesagt, finde ich absolut unangenehm. Für meinen Geschmack, ich würde es wegschrauben, das Ding. So, kommen wir also einmal zum Thema Ansprechverhalten, Klangbild. 11,1 Volt ist jetzt drin, der ist auch nicht mehr ganz vollgeladen und wie vorhin schon angesprochen, ihr könnt natürlich auch problemlos 7,4 Volt verwenden. Von mir aus auch gerne irgendwie so einen Hochstrom-Akku mit, was haben die, 100C glaube ich, 100C glaube ich müssten die haben. Funktioniert in der Kombination immer noch sehr, sehr geil. Allerdings, je langsamer das System wird oder je schwächer der Akku wird, desto schlechter wird auch der Klang letztendlich. Bedeutet, bei 7,4 Volt nehmt ihr die Gears noch deutlich stärker wahr wie mit einem 11,1er. Allerdings wird auch die Internals in dieser Kombination natürlich mit 11,1 Volt und einem Brushless-Motor deutlich stärker belastet. Bedeutet, wenn ihr da auf Dauer so einen 1500er mit 11,1 Volt spielt und ihr spielt viel, dann müsst ihr leider auch davon ausgehen, dass ihr irgendwann mal andere Gears und andere Lager vor allem braucht. Das werde ich später bei den Internals nochmal ansprechen, denn mein Modell, auch wenn das Lager jetzt noch drin ist, das Lager vom Spurgear ist nach 2500 Schuss bereits kaputt. Also das läuft nicht mehr sauber, das hakt, das kratzt, zeige ich euch später im demontierten Zustand letztendlich. Also, ich quatsch wieder ein kleines bisschen viel, lasst mich mal die geile Brille wechseln, nicht dass wieder der nächste Horst daherkommt und in die Kommentare schreibt, Reaper, ich habe gar keine Schutzbrille auf, bla bla. Also, 11,1 ist drin, ein Magazin gefüllt mit 0,3 Gramm. Und jetzt hören wir uns das System erstmal ganz kurz an. So Leute, und das war jetzt eine Audioaufnahme. Ich nehme beides, ich nehme einmal vorne von der Kamera auf mit dem richtigen Mikrofon und einmal mit dem Anstecken oder mit dem Lavalier-Mikrofon. Und beide Tonspuren pegeln sich aber automatisch ein. Bedeutet, wird der Klang oder wird der Ton zu laut, pegeln sie automatisch runter, damit die Tonspur nicht übersteuert. Ich werde euch später noch mal eine Aufnahme hinten mit hinschneiden, wo ich diesen Autopegel ausgeschalten habe.
denn das Modell ist fast doppelt so laut wie alle anderen. Bedeutet nicht nur, dass sie ein relativ unangenehmes, lautes Kreischen hat, finde ich, sondern auch der Aufprall von dem Modell überträgt sich doch relativ stark in diesen Receiver rein. Und ihr habt es dann vielleicht auch wahrnehmen können oder raushören können, habt ihr halt immer das Federschwingen. Jetzt bei der Feder geht's noch, das ist die 135er, die stärkste, die klingelt nur minimal nach. Wenn ihr da eine schwächere reinmacht mit 1,4 Joule, dann klingelt das Ding noch deutlich stärker nach. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ihr dieses Klingeln weg haben wollt, genauso wie bei G und G zum Beispiel, würde ich auf jeden Fall eine andere Feder reinmachen von einem anderen Hersteller, die einfach ein bisschen länger ist. Denn die ist wirklich so kurz und ist dann quasi, wenn der Piston entspannt ist, dann hat die Feder eigentlich kaum noch Spannung in sich selbst und dadurch schwingen die Windungen nach. Also kein Fan von diesen Specna Arms Federn, sind einfach zu kurz, vorhin schon angesprochen. So, ansonsten das Ansprechverhalten ist natürlich aufgrund des Brushless-Motors sehr, sehr gut. Es ist jetzt zwar ein 18:1er Gearset drin, also ein Standard-Gearset kann man eigentlich sagen, aber dennoch liegen wir hier bei einem Cycle oder bei einer Zyklenzeit von 54 Millisekunden. So, und wenn ihr das jetzt mal vergleicht, um mit einem Bürstenmotor so weit runterzukommen auf 54 Millisekunden, dann braucht ihr zum Beispiel so ein 13:1er Gearset, wie zum Beispiel bei den Symas, in Kombination von einem Super High Torque Motor und einem starken 11:1er. Dann seid ihr auch bei 54 Millisekunden, habt aber dann natürlich einen deutlich höheren Verbrauch. Bedeutet heute für mich angesprochen in dem Modell, die Zyklenzeit selbst oder das Ansprechverhalten selbst ist jetzt hier nicht ausschlaggebend. Also das ist genauso wie bei einer Knifte mit dem 13:1er Gearset und mit dem 11:1er, also exakt gleich schnell. Was allerdings dann auch wichtig ist, gerade für den deutschen Markt, wenn ihr schnell triggert und viel triggert, dann habt ihr natürlich aufgrund des Brushless-Motors eine geringere Hitzeentwicklung. Ihr braucht geringere Ströme entsprechend, dadurch weniger Hitze. Und natürlich auch der Verbrauch ist deutlich, deutlich geringer wie bei einem Bürstenmotor. Wo ihr also mit einer Standardknifte, mit einem guten, ich spreche von einem guten Bürstenmotor, bekommt ihr in der Regel mit so einem 1500er so um die, keine Ahnung, 3500 Schuss, 3800, je nach System, bekommt er ungefähr raus. So, in dem Modell würdet ihr aber natürlich das Doppelte rausbekommen. Bedeutet, ihr könnt mit einem so einem großen Akku und dem Brushless-Motor, könntet ihr knapp 6000, 7000 Schuss rausdrücken aus dem Modell. Aber auch hier wieder aufpassen, je schneller ihr triggert, desto höher ist natürlich der Verbrauch. Also ihr solltet immer dem System auch mal ein bisschen eine Pause gönnen letztendlich. Also wir merken oder wir halten einfach fest, wer jetzt eine Knifte braucht oder wer jetzt unbedingt den ganzen Tag mit einem so einem Akku auskommen möchte, der kommt an so einem Brushless-Motor natürlich nicht vorbei. Wem das egal ist und wer einfach 100 € sparen möchte, der kann meiner Meinung nach auch noch zu einem anderen Modell greifen mit Bürstenmotor und der kauft sich halt dann für 20 € einen zweiten Akku. Dann hat man immer noch 80 € gespart. Denn da werde ich später im Fazit ganz, ganz besonders darauf eingehen, diese Kombination, speziell jetzt in diesem Quinclio-Modell, ist vom Preis her, weiß ich nicht, ist eine ganz komische Kombination. Ich versuche es euch später zu erklären, was ich damit meine. Also wie gesagt, Klangbild, vielleicht auch den Pistonhead optimieren mit einem Pistonhead, mit einem Zylinderhead, mit einem Sorbopad, dass die Schwingung rausgeht, eine andere Feder reinmachen und schauen, dass ihr halt die anderen Federn irgendwie ein bisschen fettet oder so, weil auch hier oben das klingelt rum, dann scheppert euch eben hier seitlich der Bolt Catch, der scheppert euch noch rum. Also das ist, was Klangbild angeht, leider ausbaufähig, würde ich sagen. Habt ihr das gerade gehört? Ah, ist das Ding laut, Alter. Okay, also wie gesagt, aber sonst würde ich jetzt vom System her, vom Zyklus definitiv nichts kritisieren. Ich glaube, ich habe alles so gut wie möglich rübergebracht, damit ihr selber entscheiden könnt für euch, brauche ich jetzt unbedingt so einen Brushless-Motor und zahle dafür in dem Modell 150 € mehr oder tut es ein guter Bürstenmotor auch? Wie gesagt, je nachdem, was ihr halt rausknallt an BBs. So, jetzt machen wir noch ein paar Nahaufnahmen, gerade was eben dieses Klappern und den Abzug angeht. Gut Leute, dann lasst uns noch eine Nahaufnahme machen. Sprechen wir vielleicht die wichtigsten Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind, noch mal ganz kurz durch, damit ihr es einfach noch ein bisschen besser erkennen könnt, wie wenn die Kamera einfach weit weg steht.
Fangen wir beim Receiver an. Vorhin oder gerade schon kurz angesprochen, der Receiver ist, wenn man auseinanderbaut, leider von Quinglio ein bisschen dünnwandiger wie bei anderen Herstellern. Die Passgenauigkeit wirkt auf den ersten Blick erstmal vollkommen in Ordnung. Bedeutet, Upper und Lower sitzen hier sauber zusammen, auch wenn man das Ganze mal umdreht. Kann man hier hinten schön erkennen. Also der sitzt erstmal wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr aber dann von oben drauf schaut, werdet ihr feststellen, hier ist ein kleiner Versatz. Da, wo auch diese komischen Kratzer hier drin sind, die waren übrigens schon. Da ist ein kleiner Versatz drin. Und wie gesagt, wenn dann auseinanderbaut, werdet ihr ganz schnell denken, oh, wie kann denn das halten? Das ist ja bloß, keine Ahnung, 0,2 mm stark, das Material. Also hier von der Materialstärke ein bisschen gespart im Vergleich zu anderen Herstellern. So, dann der nächste Punkt. Achtet unbedingt bei diesen Quinglio-Modellen, egal ob ihr eine Delta Armory habt oder eine Novridge SSL4 oder halt jetzt so eine Specna Arms, achtet auf den hinteren Pin. Dieser Pin wird nicht wie bei anderen Herstellern gelockt, sondern der ganze Pin hält nur über eine Rändelung. Bedeutet, der Pin hat innen genau auf der Seite so eine Rändelung. Wenn ihr jetzt das Modell für eine Wartung ab und zu mal auseinanderbaut, aufpassen, wie gesagt, der hält nicht, bedeutet, er kann euch komplett rausfallen. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr am besten den Pin exakt wieder so einsetzt, dass die Rändelung wieder passt. Ist diese Rändelung oder ist das Material, dieser dünne Zinkreceiver, ist dann die Bohrung irgendwann mal an der Position abgenutzt, dann wird euch dieser Pin nicht mehr halten. Bedeutet, ihr müsst den ganzen Pin ungefähr um 10 Grad weiter drehen, damit sich die Rändelung an einer anderen Position des Lochs ins Material reinfressen kann. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus möchte. Macht ihr das halt ein paar Mal öfters, dann ist halt das Loch dann von dem Pin irgendwann mal 0,2 mm größer und dann hält euch halt der Pin nicht mehr. Also wie gesagt, hier sieht man einfach, das sind wirklich Kleinigkeiten, das sind Nuancen. Aber ich finde, das machen andere Hersteller einfach besser. Da ist der Pin entweder verschraubt oder er ist komplett gelockt, wie bei einer Scharfwaffe auch, damit er gar nicht erst komplett rausfallen kann. Also hier ein bisschen auf den Pin aufpassen. Dann vorhin schon kurz angesprochen, natürlich Standard AR-15, also absolut nichts Besonderes. Feuerwahlhebel nur vom Schützen aus auf der linken Seite vorzufinden. Der läuft aber in Ordnung. Bedeutet, seht ihr, der ist schon snappy. Der klickt ordentlich in die einzelnen Positionen rein. Das ist tippitoppi. Aber hier, wie gesagt, alles doch ein bisschen veraltet. Aber gut, es ist halt eine Standard AR-15. Aber wenn ihr mal überlegt, G&G, die haben halt Feuerwahlhebel im 90 Grad. Bedeutet, seid ihr hier zum Beispiel auf sicher. Dann seid ihr hier im Semi und dann seid ihr hier auf Full Auto zum Beispiel. Also quasi ein 45 oder 90 Grad Feuerwahlhebelsystem. Und das Ganze auch noch beidseitig. Das ist halt alles so, ja, Standard, muss man sagen. Und dann auch hier eben, das habe ich euch gerade schon oder vorhin schon kurz gezeigt, das Modell verfügt leider nicht über einen Verschlussfang. Bedeutet, ihr könnt, wenn ihr das Hop-Up einstellt, müsst ihr wie damals noch oder wie früher noch, müsst ihr jedes Mal den Spannhebel offen halten mit einer Hand oder hinten halten. Seht ihr, hier vorne, bei anderen Modellen lockt einfach das Blech sauber hinten ein. Ihr könnt den Spannhebel loslassen und es hält einfach. Hier, wie gesagt, halt wirklich relativ günstig, ohne Bolt Catch. Dementsprechend muss der Spannhebel gehalten werden und erst dann könnt ihr letztendlich euer Hop-Up hier innen drin einstellen und dann halt wieder schnalzen lassen. Wie gesagt, bekommen die meisten Hersteller heutzutage besser hin. Und dadurch ergibt sich leider auch das krasse Spiel vom Verschlussfang, was meiner Meinung nach für 500 €, auch wenn ein Brushless-Motor drin ist, passt halt qualitativ einfach nicht dazu. Bedeutet, es kann doch nicht sein, dass ich eine Knifte habe mit einem Brushless-Motor, 500 € ausgebe und dann klappert mir da innen drin die ganze Zeit der Bolt-Catch da 5 mm rum, weil er nicht einmal über einen Pin gehalten wird, sondern der liegt einfach bloß in der Aussparung drin. Da baller ich doch da einfach nochmal ein Loch rein, ziehe mir da einen Pin durch, damit das Ding gar nicht rumschwabbeln, rumklappern kann, wenn er schon keine Funktion hat. Also das finde ich auch, ja, das finde ich ja qualitativ auch nicht sonderlich geil. Man merkt einfach, die Specna Arms oder die Quinglio, das ist einfach ein sehr, sehr günstiges AR-15 Modell. Und dann hat man halt Hauptsache, man hat da einen Brushless-Motor reingeballert irgendwie. So, und der letzte Punkt, das ist jetzt speziell für Leute, die sich eben noch nicht mit EFC-Systemen auskennen. Alle anderen können direkt gleich weiter zappen zum nächsten Kapitel.
Und zwar, wir haben hier ein Gate Aster drin. Bedeutet, das ist ein EFC-System oder ein EFCS mit optischen Sensoren. Bedeutet, der Abzug wird über die Elektronik, über eine Lichtschranke abgenommen. Ihr habt also nicht einen Anschlagpunkt, ihr habt keinen Druckpunkt von dem Abzug, sondern je nachdem, wie ihr den Abzug in der Software einstellt, an dieser Position löst die Elektronik dann letztendlich aus. Nehmen wir also mal an, ihr stellt ihn relativ knapp nach vorne, weil ihr wollt ja schnell triggern. Nehmen wir mal an, wir stellen ihn hierher. Dann würde also die Lichtschranke oder die Elektronik exakt an dieser Position jedes Mal auslösen. So, und damit habe ich mittlerweile leider ein Problem. Ich war zwar früher auch ein Riesenfan vom Gate Titan, habe aber mittlerweile bei jeder Knifte des Titan rausgeschmissen. Das heißt 5 Titans raus, 2 Aster raus, da ich einfach kein Fan mehr von diesen optischen Systemen bin. Möchte euch kurz erklären, warum. Und bitte nicht verstehen, das heißt nicht, dass ein Titan schlecht ist, gell? Das heißt nur, dass ich das Trigger-Feeling einfach nicht mehr mag. Bedeutet, nehmen wir mal an, ihr stellt euren Abzug dann auf diese Position, die Lichtschranke. Das heißt, die Waffe löst jedes Mal an dieser Position aus. Das ist ja schon mal super. Bedeutet, ihr habt einen extrem kurzen Abzugsweg. Jetzt aber der Punkt, oder eben kein Punkt, bedeutet, ihr habt keinen Anschlag. Ja, die Waffe löst hier, aber ihr könnt den Abzug dennoch vollständig durchdrücken. Und wenn ihr jetzt schnell, nehmen wir mal an, ihr geht schnell aus der Deckung raus, ihr wollt schnell eine Salve abgeben. Vertraut mir, ihr werdet jedes Mal den Abzug, weil es so schnell gehen muss, zu weit drücken. Bedeutet, dieser Weg, der ist nutzlos, der ist sinnfrei, weil die Waffe löst ja hier vorne dann letztendlich aus. Ihr müsstet also die Lichtschranke so einstellen, dass der Abzug relativ weit hinten kommt und dann könnt ihr letztendlich hier hinten jedes Mal gegen den Receiver dagegen drücken. Oder ihr stellt das Ganze über die Schraube mit der Gearbox ein, aber dann steht halt der Abzug die ganze Zeit so krumm drin, also über den Winkel letztendlich und nicht mehr gerade. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur was Persönliches. Bedeutet, wenn ihr sagt, nee, ich mag das mit dem Titan oder mit dem Aster, ich stelle das einmal ein und dann komme ich damit zurecht, alles tutti. Passt, wunderbar, aber ich mag es halt lieber, dass ich immer exakt den gleichen Druckpunkt habe. Bedeutet, bei meinen Kniften, ich stelle das Ding so hin mit dem Finger, halte den Abzug und dann mache ich einfach nur noch den hier. Und ich habe jedes Mal hinten einen Punkt, wo ich dagegen drücke und habe dementsprechend einen Anschlag. Oder einen kleinen Druckpunkt. Und wer es noch geiler haben möchte, der baut sich halt dann ein Perun rein mit einem Klicksystem. Dann habt ihr einen ordentlichen Widerstand drauf, habt also ein gewisses Abzugsgewicht und habt trotzdem dieses Klicken wie bei einer Scharfwaffe. Und das ist einfach ein schöneres und definierteres Abzugssystem, finde ich, wenn man einen Anschlag dran hat und nicht hier einfach irgendwo triggert. Finde ich zumindest. Wie gesagt, macht euch eure Gedanken, müsst ihr selbst entscheiden. So, und dann ein kleiner Nachtrag, was ich vorhin vergessen habe beim Thema Klappern. Auch hier unten, dieser Abzugsbügel hat ein bisschen Luft im Receiver. Wenn euch der zu arg klappern sollte, könnt ihr da innen drin auch nochmal irgendwie ein Stückchen PTFE-Band unten reindrücken, damit der stärker zur Seite gedrückt wird. Damit einfach der da nicht so ein bisschen, damit der einfach nicht rumklappern kann. Wirklich nur wen das stören sollte. So, und dann noch eine kleine Nahaufnahme zum Thema Verarbeitungsqualität bzw. Qualität der Externals, wie schon angesprochen. Ja, relativ günstig letztendlich alles, damit man Hauptsache einen Brushless-Motor reinbekommt und einen Aster für den Preis. Bisschen schade, dementsprechend hier gespart. So, und jetzt noch ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist beim Receiver. Ihr kennt vielleicht das Problem noch damals von VFC oder bei den etwas älteren Syma-Modellen, wo der Receiver noch nicht verstärkt war. Die sind gerne mal, wenn ihr hinten ein kleines bisschen Last auf die Buffer-Tube oder beziehungsweise auf den Schaft draufgekommen ist, dann sind die Receiver sehr, sehr zeitnah hier an dem Pin einfach durchgebrochen und sind dann nach unten einfach weitergerissen. Dann hattet ihr hier so einen richtig schönen Cut drin. Wie gesagt, war früher bei häufigen Problemen, zuerst bei VFC, dann bei den älteren Syma. Die ganzen Hersteller haben ihre Receiver mittlerweile verbessert und verstärkt, damit das nicht mehr vorkommt. So, und jetzt möchte ich auf einen Punkt eingehen, der mir eben aufgefallen ist. Erstens mal, die Castle Nut ist komplett zugeknellt mit aller Gewalt. Dennoch kann ich die da hinten ein bisschen rumdrehen. So circa 1,5 Millimeter. So, aber jetzt der nächste Punkt. Jetzt achtet mal auf dieses Spaltmaß hier. Das ist zunächst mal von der Passgenauigkeit vollkommen in Ordnung. Jetzt nehme ich einfach nur meinen Daumen und drücke hier ganz leicht. Wirklich ganz leicht hier hinten ein bisschen auf die Buffer-Tube drauf. Jetzt passt mal auf. Und ich drücke nicht mal stark. Könnt ihr das sehen?
Der ganze Receiver klafft auf einmal einen halben Millimeter oder so hier hinten auf. Und ich weiß jetzt nicht, ob das von der Haltbarkeit hier irgendwie ein Nachteil ist oder so, aber das ist mir halt aufgefallen, dass hier hinten irgendwo ist das Material relativ weich und da kann jetzt alles ein bisschen nachgeben und dann klafft euch hier der Receiver ein bisschen auseinander. Wie gesagt, ist mir bei noch keiner anderen Knifte aufgefallen, ob das normal ist oder ob es Vorteile oder Nachteile hat. Keine Ahnung. Aber es könnte natürlich trotzdem sein, wenn es jetzt hier schon so diese Luft hat oder dieses Nachgeben hat, könnte es natürlich auch sein, dass euch auch hier bei zu viel Last hinten auf die Buffer-Tube, dass euch das irgendwann da hinten wegbricht oder dass halt, wenn es runterfällt, dann gut, wenn es halt dumm fällt, dann reißt euch das hier hinten einfach auf. Wie gesagt, immer ein kleiner Nachteil bei diesen Systemen mit dem Federschnellwechselsystem. Aber hier, wie gesagt, ist es mir doch gravierend aufgefallen, ja, dass der Receiver einfach ein kleines bisschen nachgeben kann oder flexen kann, obwohl ich hier nur mit dem Daumen drücke, ne? Und das Thema Externals oder Qualität oder Konstruktion spiegelt sich halt letztendlich auch wieder im inneren Bereich des Receivers. Ich meine, dass der ganze Receiver wirklich hauchdünn ist, könnt ihr hier erkennen im Vergleich zu anderen Herstellern ein bisschen dünner, ein bisschen Material gespart. Aber was mich immer bei diesen Quinglio-Kniften stört, auch das Verschlussblech, das wird halt einfach nur reingeschmissen und wenn ihr die Knifte umdreht, fällt es euch wieder raus. Das liegt halt einfach nur da drin. Bei anderen Herstellern, die halt auch noch zusätzlich einen Bolt-Catch haben, der funktioniert, wird es halt nochmal sauber gehalten, wird nochmal sauber geführt, wird am besten nochmal oben extra gefedert. Das ist halt einfach, ja, so ich sag mal 2000er, da hat man das so gehabt. Heutzutage, finde ich, gibt es hier von der Konstruktion Schöneres. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich zeige es euch letztendlich nur. Dann lasst uns noch kurz weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität, denn auch hier muss man doch einiges ansprechen, denn gerade mit den Brushless-Motoren braucht ihr einfach Magazine, wenn ihr schwere Kugeln verwendet, ab 0,36 braucht ihr einfach ein Magazin, was die schweren BBs auch wirklich sehr gut nachdrücken kann. Wenn ihr das Ganze kombiniert mit 11,1 Volt Akku und dann auch noch 0,36 Gramm verwendet, dann kann es bereits bei den meisten Magazinen zu Problemen mit dem Feeding kommen. Bedeutet, ihr triggert und wenn ihr Glück habt, kommen mal 3-4 BBs raus, dann habt ihr wieder 3-4 Leerschüsse und so geht es letztendlich durch. Also wie gesagt, gerade bei so einer Geschwindigkeit vom Motor oder Konfiguration von dem System mit 11.1 aufs Magazin achten. Und hier konnten letztendlich nur 2 Magazine, konnten 0,4er drücken, alle anderen haben ab 0,36, teilweise schon ab 0,32 haben sie hier Probleme gemacht. Wenn ihr für euch jetzt sagt, ja Moment mal, es ist ja ein Brushless-Motor, ich brauche nicht unbedingt 11,1 Volt, diese 10 Millisekunden Zyklenzeit sind mir egal, dann könnt ihr hier auch problemlos einen 7.4er reinklatschen, das langt immer noch aus, großer 7.4er mit ordentlich Bums drauf, dann ist das Ansprechverhalten immer noch schön schnell, aber es ist ein bisschen langsamer und dadurch können die Magazine ein bisschen besser feeden. Kommt aber halt immer auf die Magazine bzw. auf die Magazinfeder drauf an. Also sprechen wir es erstmal ganz kurz durch. Es sind 2 Midcaps dabei, habt ihr beim Lieferumfang schon gesehen. Das sind diese Standard Specna Arms Midcaps. Pimax, ich finde jetzt von der Haptik und von der Optik nicht sonderlich schön. Aber hey, es sind 2 Stück dabei und die feeden, wie gesagt, bis 0,36. Also das ist in Ordnung. Wenn ihr hier 0,4er reinballert, fängt es an, wirklich die ganze Zeit nur noch Leerschüsse zu machen. Aber wie gesagt, 2 Stück finde ich klasse. So, dann habe ich hier 3 Stapel. Dieser Stapel feedet nicht mal mit 0,32 Gramm gut. Das ist ein Syma PMAC Magazin und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass auch Syma Stahlblech-Magazine vermutlich die gleichen Probleme mit 0,32 Gramm haben werden. Es kommt auch noch dazu, dass der Magazinschacht relativ groß ist im Vergleich zu anderen Herstellern und dadurch die meisten Magazine relativ viel Spiel im Magazinschacht haben. Kommt natürlich auch immer darauf an, je schlechter das Magazin sitzt, kann es zu Feeding-Problemen kommen, da hier oben der Schieber nicht ordentlich geöffnet wird von der Hop-Up-Kammer dann später. Und wie gesagt, ein Syma PMAC Magazin ab 0,32 gab es Probleme. Genauso ICS Magazin, das passt da zwar wunderbar in den Magazinschacht rein, hat aber auch so viel Luft, dass es ab 0,3 eigentlich so gut wie gar nicht mehr feedet und ihr die ganze Zeit das Magazin immer wieder ein bisschen nach vorne drücken müsst. Also ICS könnt ihr vergessen. Und gleiches Spiel war dann mit diesem G&G Magazin. Ich weiß nicht mehr genau von welcher Knifte das war. Das G&G Magazin mit diesem Schriftzug da oben drauf. Auch das hat ab 0,32 Gramm Probleme gemacht.
passt aber relativ gut in den Magazinschacht rein. Also wenn ihr schon eins habt, ja, es hat ein bisschen Luft, aber nicht so schlimm wie die anderen. Wie gesagt, auch hier Probleme gehabt. Was dann wiederum verblüffend ist, das andere G&G Magazin, zum Beispiel dieses wunderschöne Tinted von G&G, von der GR16 ist das. Das sieht geil aus. Das hat zwar auch ziemlich viel Spiel da unten drin, klappert auch ein bisschen hin und her, aber das feedet ohne Probleme 0,36. Also wenn ihr solche schon zu Hause habt, könnt ihr gern verwenden. Ebenfalls PTS, gleiches Spiel, hat auch, beziehungsweise alte PTS-Magazine, falls ihr solche noch habt, sitzt relativ anständig im Magazinschacht drin, bisschen Luft, wie gesagt, Magazinschacht bei allen ein kleines bisschen Luft vorhanden, aber nichts Gravierendes. Und auch dieses funktioniert mit 0,36 sehr gut. Und dann habe ich zwei Magazine da, die noch besser sitzen und auch 0,4er feeden können. Das ist einmal das Begadi-Magazin, das sitzt spielfrei. Also das wackelt überhaupt nicht rum und es feedet auch problemlos 0,4 Gramm BBs. Also das wäre in Ordnung und sogar dieses Arcturus müsste das sein. Glaube ich zumindest. Auch das konnte 0,4 Gramm BBs problemlos in die Hop-Up-Kammer reindrücken und sitzt ebenfalls besser wie alle anderen Magazine. So, jetzt habt ihr so eine kleine Übersicht. Wenn ihr jetzt andere Magazine noch zu Hause habt von weiß der Geier was für ein Hersteller, könnt ihr euch vielleicht da ein kleines bisschen orientieren. So Leute, dann geht's los mit den Internals. Hier fangen wir bei der Gearbox Shell, bei der Lagerung und beim Shimming an. Und hier möchte ich doch ein bisschen detaillierter im Detail auf gewisse Dinge eingehen. Denn hier ist einfach viel Zeug dran, was absoluter Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Aber gut, muss jeder selber wissen. Fangen wir erstmal bei der Gearbox an. Das ist eine stinknormale Guss-Gearbox, also nichts Besonderes jetzt irgendwie. Neu von Specna Arms, beziehungsweise von Quinkliu, neu gegossen. Also neue Gussform letztendlich angelegt und ist ein kleines bisschen verstärkt. Bedeutet gerade im vorderen Bereich. Hier oben schön dickwandig, kleiner Radius drin, hier unten kleiner Radius drin. Und die untere Verstärkung nicht wie bei Syma im inneren Bereich oder wie bei G&G, sondern die Verstärkung halt hier unten dran. Macht von der Haltbarkeit keinen Unterschied, bedeutet, ob jetzt das Material hier unten drauf ist oder hier innen drin ist erstmal wurscht. Bedeutet, diese Gearbox ist letztendlich von der Haltbarkeit 1:1 exakt identisch wie die aktuellen Syma-Generation oder Syma-Modelle oder auch die aktuellen G&G-Modelle. Bedeutet, wenn ihr da eine 140er reinzimmert oder eine 150er, ja gut, das hält die Gearbox schon mal aus. Kommt halt immer darauf an, was für ein Zylinderhead und was für ein Pistonhead man kombiniert letztendlich. Aber wie gesagt, das ist erstmal in Ordnung für eine günstige Zinkguss-Gearbox. Tippitoppi könnte man im vorderen Bereich definitiv nicht besser machen. So, alles andere, was auf der Gearbox drauf ist, ist absoluter Humbug. Also ob hier irgendwelche Laserungen drauf sind, hier Sektorgear, sagt bloß echt, da ist ein Sektorgear, bringt mir einen Scheiß, genauso hier Spurgear, ja wow. Also diese ganzen Laserungen hätte man sich sparen können, auch der Punkt mit dem AOE oben hätte man sich ebenfalls sparen können, denn wenn ich mein AOE einstellen will, dann muss ich die Gearbox so oder so aufmachen. Also das, ob da jetzt ein Fenster drin ist oder kein Fenster drin ist, mir Latte. Auf der gegenüberliegenden Seite, das ist dann eher interessant für Modelle mit einem Bürstenmotor. Bedeutet, ihr seht hier letztendlich das Precocking, wie stark euer Piston vorgespannt wird. Wie gesagt, macht es in der Brushless-Variante absolut null Sinn, weil da ja, beim Brushless-Motor jetzt auch noch ein Precocking einzustellen, wäre absoluter Humbug. Dementsprechend Brushless-Motor ohne Precocking. Dementsprechend hier drauf verzichten. Wenn ihr aber euch ein Specna Arms Modell mit einem Bürstenmotor kauft und es Aster mit Precocking betreiben möchtet, was natürlich ein bisschen mehr die Internals belastet, dann könnt ihr hier eben reinlunzen und reingucken, wie stark letztendlich euer Piston vorgespannt ist. Also das finde ich in Ordnung, wenn man unbedingt mit Precocking spielen möchte. Habe ich euch aber auch schon mal in einem Video gesagt, Thema Precocking. Das ist für schwache Motoren, ist so ein Precocking eine super Sache, weil das Ansprechverhalten deutlich schneller wird. Aber für diese ganzen aktuellen Turbomotoren, nein, für diese ganzen aktuellen High-Torques und weiß der Geier, hast du nicht gesehen, mit Neodynmagneten ist ein Precocking absolut sinnfrei. Ihr werdet dadurch einfach die Internals schneller schrotten. Die Dinger sind mittlerweile so schnell und haben so viel Kraft, dementsprechend könnt ihr auf ein Precocking verzichten und braucht das Ganze nur, wenn ihr irgendeinen so einen alten Schundmotor drin habt mit Ferritmagneten. Dann macht ein Precocking Sinn. Bei allen anderen lasst das Ganze weg.
Und was letztendlich auch viele Gearboxen haben, auch hier jetzt letztendlich, dass ihr hier seitlich den Anti-Reversal, wenn ihr das Ding auseinanderbaut, entspannen könntet. Braucht aber natürlich nicht, denn ihr könnt hinten die Feder einfach rausschrauben letztendlich. Aber gerade wenn ihr von unten mal reingeht, Pistolengriff weg, könntet ihr eben hier auch die Feder entspannen, wenn ihr diese nicht entfernt nach hinten. Wie gesagt, ansonsten tippitoppi, ich würde sie von der Qualität und von der Haltbarkeit 1:1 mit Syma und G&G gleichstellen. Thema Shimming und Lagerung. Jetzt habt ihr es vielleicht gerade schon gesehen. Lasst uns erstmal über die Lagerung sprechen, denn hier ist meiner Meinung nach zumindest eine Buchse falsch angebracht. Wir haben unten am Bevel zweimal Kugellager. Das ist tippitoppi, 8 mm, sind vermutlich irgendwelche günstigen China-Lager. Bedeutet, immer mal auf Ersatz da haben, gehen euch 100% irgendwann kaputt, je nach Federstärke. Wie gesagt, Lager zweimal, unten tippitoppi am Bevel. So, und das Spurgear ist meiner Meinung nach falsch, denn hier haben wir im oberen Bereich, wo letztendlich die Achse frei läuft oder keine Last übertragen wird, hier machen sie eine Starllaufbuchse rein. Und unten, wo der Zahnkranz läuft und die Kraft auf die Achse kommt, da machen sie ein Kugellager rein. Also das ist meiner Meinung nach falsch, es müsste genau andersrum sein. Also oben Kugellager, unten Starllaufbuchse. Wird sich zeigen, wie lange das Kugellager hier unten standhält, ob erst das Lager verschleißt und bricht oder ob direkt das Sektorgear bricht. Wird man dann sehen. Es bricht. So, dann beim Sektor haben sie letztendlich auch eine Mischkombination gemacht. Oben Kugellager, unten Starllaufbuchse. Hätte man auch zweimal Buchse verbauen können. Ist aber so erstmal in Ordnung, denn natürlich im unteren Bereich läuft letztendlich die Kraft oder läuft die Achse im Spurgear. Hier kommt die Last zunächst mal drauf. Dementsprechend hier Starllaufbuchse ist schon mal sehr, sehr gut. Und die andere Seite hält dann, oder ja, geht die Last eher vom Pisten aus. Bedeutet, wenn die Feder dann gespannt ist, erst dann kommt die Last hier auf das Lager drauf. Ich für meinen Teil hätte gesagt, hier wäre vielleicht auch noch mal eine Starllaufbuchse ganz cool gewesen. Aber wie gesagt, muss nicht unbedingt. Dementsprechend finde ich das erstmal in Ordnung. Nur das hier, wie gesagt, das weiß ich nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen vertan haben. So, eine Shimming muss man heute auch im Detail ansprechen, denn natürlich, es ist ein Brushless-Motor drin, der hat schön viel Kraft, bedeutet, egal ob das Shimming jetzt zu straff ist oder nicht, der Motor lutscht euch das weg. Eure Lager werden sich da aber nicht darüber freuen. Wo wir häufig bei China-Herstellern ein bisschen meckern und sagen, hey, da hätten vielleicht noch mal 0,1, 0,2 mm geschimmt werden können, weil die Zahnräder oder die Gears ein bisschen Luft haben, muss man hier sagen, hier ist fast ein bisschen überschimmt. Bedeutet, wenn man hier alle Gears zunächst mal mit relativ viel Kraft nach links rüber drückt und dann das Ganze vorsichtig umdreht, dann könnt ihr ganz schnell feststellen, dass wir hier gar keine Luft drin haben. Also hier ist absolut null Spiel auf den Gears vorhanden. Und auch wenn ihr dann letztendlich mal einen Schraubendreher nehmt oder irgendwas und die Gears von Hand innen drin anschuckt, werdet ihr feststellen, dass sie ein kleines bisschen minimalst straff laufen. Wie gesagt, ganz, ganz leicht ein bisschen überschimmt. Es kommt aber auch darauf an, wie stark ihr die Schrauben von der Gearbox zumacht. Jetzt passt mal auf, vergleichen wir das Ganze. Ich mache jetzt jede Schraube mal ein kleines bisschen lockerer, ein kleines bisschen auf. Und dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. So, die noch ein kleines bisschen lockerer. Und die hier oben noch ein kleines bisschen lockerer. So, und jetzt passt mal auf, wenn ich jetzt die Gears drehe. Schaut mal, die laufen viel, viel leichtgängiger. Und jetzt kann ich sie sogar anschucken und die drehen ein kleines bisschen weiter. Zwar nicht sonderlich weit, aber wie gesagt, so wäre das Ganze in Ordnung. Da würde ich gar nicht kritisieren. Dementsprechend bei eurem Modell kontrollieren, sollten die zu straff laufen, entweder komplett frisch schimmen oder die Schrauben ein kleines bisschen öffnen, damit das Ganze eben nicht gequetscht wird. Warum ist das so wichtig? Warum nicht überschimmt? Gerade die Kugellager freuen sich darüber nicht, denn natürlich, die Starllaufbuchse gibt nicht nach. Aber wenn das Ganze überschimmt ist, drückt letztendlich die Achse kontinuierlich auf den Lagerkäfig drauf und dementsprechend wird der Lagerkäfig dann irgendwann kaputt gehen, beziehungsweise eure Kugellager sehr schnell verschleißen. Also hier, wie gesagt, sollte das bei euch auch ein bisschen überschimmt sein, macht halt die Schrauben minimalst auf. Oder schimmt neu, ist ganz euch überlassen. Und weil wir jetzt gerade beim Thema Lager und Shimming sind, noch ein kleiner Punkt, der mir jetzt im Nachhinein noch aufgefallen ist, wo ich das Ganze wieder zusammengebaut habe.
Ich gehe davon aus, dass dieses Kugellager leider bereits nach 2.500 Schuss einen kleinen Schaden hat. Denn wenn wir jetzt einfach mal die Lager vergleichen, nehmen wir mal hier zum Beispiel das Bevel Gear unten. Das Lager läuft richtig schön leichtgängig, schön smooth. Kein Kratzen, kein Haken, so wie halt ein Kugellager laufen muss. Wenn ich den ganzen Test aber jetzt mit dem Kugellager am Spur Gear mache, das hakt und kratzt wie Seuche. Wartet mal, vielleicht könnt ihr das sogar hören. Ich heb's mal ans Mikrofon. Hört ihr das? Oder hoffentlich konnt ihr das hören. Also das reibt und kratzt wie Hölle. Also ich gehe davon aus, dass das Lager vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nochmal 2.500 Schuss aushält und dann ist es definitiv kaputt. Lass uns auch die andere Seite mal noch kontrollieren. Auch hier wieder erstmal unten das Bevel. Ja, das reibt minimalst, aber das läuft noch schön leichtgängig. Also das ist noch vollkommen in Ordnung. Lass uns mal das vom Sektor. Ja, das geht auch noch. Es reibt zwar auch minimalst, wartet. Also ganz minimalst Reibung, aber noch lange nicht so schlimm wie das hier unten am Spur Gear. Wie vorhin auch schon angesprochen oder wie bereits angesprochen, finde ich nicht gut, das Kugellager, gerade wenn es halt so billige China-Lager sind, macht es irgendwann mal raus und tauscht es gegen eine Stahlaufbuchse. Und wie gesagt, das wird das erste sein, was euch kaputt gehen wird. Und dann halt aufpassen, weil wenn ihr hier einen Lagerschaden reinbekommt, dann passiert es auch häufig, dass ihr eben Zähne am Spur Gear verliert. Dann brechen euch einfach 2, 3 Zähne ab. Kann passieren. Also hier Lager sehr anfällig, darauf achten. So, der Rest von der Gearbox braucht man, glaube ich, nicht drüber großartig schwätzen. Verstärkung schon angesprochen, hier im inneren Bereich nicht verstärkt, dafür aber hier außen. Macht jetzt keinen Unterschied, ob das die Shell da drin verstärkt ist oder da unten, das ist in Ordnung. Der Rest innen drin ist alles Standard. Also auch hier, wie gesagt, nichts Besonderes. Ein kleiner Punkt ist mir noch aufgefallen, ihr habt wie bei den E- und C-Modellen, habt ihr auch hier unten so eine kleine Schraube dran. Da könnt ihr quasi über diesen Gewindestift oder über die Madenschraube könnt ihr quasi den Abzug ein bisschen einstellen. Bedeutet, wenn ihr jetzt nicht über die Software, beziehungsweise über die Software könnt ihr ja den Punkt einstellen, wann das Aster sozusagen auslösen soll. Ihr habt aber immer das Problem, wie vorhin vielleicht schon erklärt, beim Triggern, ihr drückt halt immer ins Leere rein und ihr habt niemals einen sauberen Punkt, wie jetzt bei einem mechanischen EFC-System, wo ihr einfach immer einen Knopf habt, den ihr immer an der exakt gleichen Stelle drückt. Also ihr müsst euch immer bei diesem optischen System ein bisschen dran gewöhnen, wo habt ihr das Ganze eingestellt und wann löst das Ganze aus. Wollt ihr jetzt den Abzug noch weiter hinterstellen, dann könnt ihr das eben über ebenfalls über diese kleine Schraube hier unten machen. Bedeutet, der liegt standardmäßig dann so drin. Und wenn ihr dann die Schraube reindreht, dann kommt der weiter hinter. Aber ihr seht dann, was dann passiert. Dann steht letztendlich, wenn ihr den weiter hinterstellt, steht der ganze Abzug dann bereits im Winkel. Dadurch hättet ihr aber dann zumindest ein bisschen hinten einen weiteren Anschlag. Und bin ich aber auch kein Fan davon. Nehmen wir mal an, ihr dreht es so weit rein, dass ihr einen sauberen Anschlag hinten habt. Dann müsste der Abzug ungefähr so stehen. Und dann steht er halt komplett im Winkel. Also ist nicht mehr gerade, sondern steht halt um vielleicht 15 oder 20 Grad die ganze Zeit schräg drin in dem System. Und wie gesagt, ich bin eher ein Fan von mechanischen Systemen, wo man einfach den Druckpunkt hat oder diesen Knopf da hat. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ansonsten, wie schon gesagt, es ist das Aster drin in der aktuellen Generation. Ihr habt direkt gleich die Bluetooth-Verbindung. Das schauen wir uns aber dann später nochmal im Detail an. Dann lasst uns weitermachen mit der Zylindergruppe. Bedeutet Zylinder, Zylinderhead und Nozzle. Ihr habt es vielleicht vorhin beim Chrono gesehen oder ich habe es vielleicht auch angesprochen. Die Energie bei meinem Modell fällt mit schweren BBs extrem stark ab. Bedeutet irgendwo 1,8 Joule mit 0,2 Gramm und mit 0,32 Gramm bin ich dann bloß noch irgendwo bei 1,6 oder 1,62 oder sowas. Ich habe die Werte nicht mehr genau im Kopf, wie hoch es war. Aber auf jeden Fall einen sehr hohen Drop letztendlich von der Energie. Bei anderen Modellen heutzutage ist die Energie mit schweren BBs meist ein bisschen höher. Bedeutet, man hat eher einen Joule Creep, den wir im Semi-Bereich, wenn man eben 0,32 halt verwenden möchte oder 0,36, dann freuen wir uns natürlich darüber, dass das Modell ein bisschen creept. Gut, das Modell fällt leider ziemlich stark ab. So, und im Regelfall sagt man, gut, dann passt halt irgendwas mit dem Volumen nicht oder es dichtet irgendwas nicht gut ab. Bedeutet, wenn das Volumen passt, die Lauflänge einigermaßen anständig von der Länge her ist, dann bekommt man im Regelfall
relativ hohe Energien mit schweren BBs raus. So, und das ist bei dem Modell leider nicht der Fall. Jetzt habe ich das Volumen für euch mal ausgerechnet, aber das passt. Und bedeutet, wir haben für den 300 mm Lauf mit 6,05 haben wir hier letztendlich eine Hublänge von 45, oder 44,6 oder so waren es. Bedeutet umgerechnet letztendlich ein Volumen oder ein Verhältnis von 2,3:1. So, und das ist für 0,32 und 0,36 auch locker ausreichend. Aber dennoch droppen wir so stark von der Energie und ich gehe stark davon aus, dass das mit dem Zylinderhead zusammenhängt, denn dieser dichtet leider nicht sonderlich gut ab. Er hat auch mit den O-Ringen relativ viel Spiel. Ihr seht, der fällt euch eigentlich schon fast in den Zylinder rein. Also der könnte nochmal deutlich straffer drin sitzen. Bedeutet, würde man jetzt hergehen und würde hier einen besseren Zylinderhead reinmachen oder einen besseren Zylinder, damit es einfach besser zusammenpasst, würde das Modell vermutlich mit schwereren BBs nicht so stark abfallen von der Energie. Oder aber ihr zieht euch um diese beiden O-Ringe nochmal 1-2 Lagen PTFE-Band außenrum und schaut, dass der Zylinderhead möglichst presst dann letztendlich im Zylinder drin sitzt. Denn das passt leider halt nicht ganz so geil, muss man sagen. Also hier könnte es ein kleines bisschen abblasen außenrum, gerade wenn eben vorne über die schweren BBs mehr Gegendruck aufgebaut wird. Und wie gesagt, hier eine kleine Schwachstelle, der Zylinderhead, ja, haben wir schon bei anderen Herstellern deutlich besser gesehen. Ansonsten, Zylinder ist aus Edelstahl, kann man nicht meckern, auch innen drin keine Furchen drin, keine Riefen drin. Wie gesagt, kann man nicht meckern. Das Einzige, was mir hier noch aufgefallen ist, das habt ihr vielleicht auch bei der Gearbox vorhin schon gesehen, dass irgendwie Quigleo das gleiche blaue Grützenzeug verwendet wie Syma. Bedeutet dieses komische blaue Fett hier. Seht, guckt mal, auch in der Gearbox ist es überall drin. Und es ist unheimlich zäh. Das ist für die Gears ist das in Ordnung, aber irgendwie schmieren die das sogar in die Zylindergruppe rein. Bedeutet, wenn ihr hier mal den Zylinderhead vorne anschaut, auch hier ist überall dieses komische blaue Fett drauf und es wird sogar ein bisschen bröselig. Bedeutet, das bleibt kein Schmiermittel, sondern das wird so leicht, ihr könnt es gut sehen, das wird so ein kleines bisschen bröselig. Und es hängt halt überall dran, das Zeug. In der gesamten Zylindergruppe innen drin und sogar später beim Pistonhead vorne auf dem O-Ring haben sie das Klump drauf geschmiert. Und auch das könnte gegebenenfalls dafür sorgen, dass ihr eben bei schweren BBs so viel Energie verliert. Also hier, was die Schmierung angeht, ausbaufähig, muss ich sagen. So eine Grütze hat in der Zylindergruppe oder im Piston innen drin nichts verloren. Da gehört das Silikonfett hin oder Silikonöl und nicht irgend so Zahnradfett oder was auch immer das ist. Also auch hier Schmierung, muss ich sagen, ausbaufähig. Die Nozzle dagegen ist sehr gut. Wir haben hier eine Aluminium-Nozzle dran verbaut. Die sitzt sehr gut auf dem Zylinderhead, auf dem Stutzen, läuft frei, hat aber ein kleines bisschen Luft noch. Also das passt wunderbar, wackelt nicht zu stark rum und hat eben innen drin sogar einen O-Ring. Also das ist tippitoppi, 21,3 mm Aluminium-Nozzle mit O-Ring und die dichtet auch super ab. Bedeutet, würde hier kein Druck abblasen außenrum um den Zylinderhead, dann würde das mit der Nozzle und so soweit schon mal hinhauen. Also auch hier bis auf die Passgenauigkeit vom Zylinderhead können wir eigentlich nicht meckern. Okay, ich verbessere mich, ich meckere doch über den Zylinderhead, der Scheiße. Nee, sorry, der Zylinderhead, der passt nicht nur ziemlich bescheiden zu dem Zylinder, sondern der passt nicht mal ordentlich zu der Gearbox-Shell oder zu der Shell dazu. Schaut euch das mal bitte an. Ist das ein passender Zylinderhead? Ich glaub's eher nicht. Ja, aber Reaper, du hast ja die zweite Gearbox-Shell gar nicht drauf. Ja, okay, warte, ich installiere die zweite Gearbox-Shell. Also das ist ein absolut unpassender Zylinderhead. Könnt ihr vergessen, würde ich sofort ersetzen. Rausmachen und einen passgenauen reinzömpeln, damit der Zylinderhead da sauber abdichtet und nicht so schwabbelig in dem System drin sitzt. Also Zylinderhead, wie gesagt, würde ich wechseln, ist Murks. Dann schauen wir uns auch gleich den Piston und den Pistonhead an. Piston ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, der macht einen guten Eindruck. Die Zähne unten sehen auch noch gut aus. Hier vorne, klar, ein kleines bisschen sieht man, dass es silber wird, aber ganz normal, nichts zu kritisieren. Sind komplette Stahlzähne oder die Zahnreihe unten ist komplett aus Stahl, einmal gesintert. Sieht man hier letztendlich, dass hier letztlich die Anspritzpunkte sind. Also gesinterte Stahlgears im Piston, vollkommen in Ordnung. Im inneren Bereich ist mir nur aufgefallen, dass der Korpus relativ weit aufklafft. Bedeutet, ich hoffe, ihr könnt es hier innen drin sehen, wenn ihr hier innen mal reinschaut.
vielleicht könnt ihr es so erkennen. Bedeutet, der Kunststoff ist relativ weit offen im Vergleich zu anderen Pistons und dadurch könnte es euch bei zu starken Federn passieren, dass es die Zahnstange irgendwann mal in den Korpus reindrückt. Bedeutet, da wird der kunststoffseitig diese Flügel nicht mehr halten, dann drückt es euch die rein, dann dreht das Sektorgear durch, dann ist der Piston halt Schrott. Wie gesagt, ich würde ihn von der Qualität her mit einem Standard SHS-Piston vergleichen, dementsprechend für 1,5, 1,6 Joule, lasst das Ding drin und gut ist. Der Pistonhead vorne ist ein sehr günstiger Pistonhead aus Plastik, also ganz normaler Kunststoff-Pistonhead, ventiliert mit einem O-Ring vorne drauf und einem Axiallager innen drin. Hört ihr vielleicht aus Klappern vom Lager. Auch das würde ich sagen, für 1,4, 1,5 Joule oder von mir aus 1,6 ist so ein Kunststoff-Pistonhead erstmal in Ordnung. Die Vergangenheit hat es aber auch häufig gezeigt, wenn man dann doch mal 1,8, 1,9 Joule auf Dauer spielt, dann kann es doch passieren, dass die Dinger irgendwann mal abbrechen. Bedeutet, diese vordere Aufnahme hier, der vordere Ring sozusagen, der löst sich dann irgendwann von dem hinteren Teil, dann bricht euch das weg, dann ist der Pistonhead halt Schrott. Wie gesagt, für normale Energie, normale Spielfelder würde ich nicht meckern, ist halt ein günstiger Pistonhead drin. Wenn ihr dann hochgeht auf 1,8, 1,9, verbaue ich persönlich eigentlich immer Aluminium-Heads. Ja, die belasten die Gearbox ein kleines bisschen stärker, aber wenn man den krebeligen Zylinder-Head austauscht und einen reinmacht mit einem anständigen Sorbo-Pad, dann ist auch das kein Problem. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal Pistonhead aus Alu überlegen. Oder ihr lasst ihn einfach drin und spielt das Ding so, wie es kommt. Dann schauen wir uns das Gearset an. Hier gibt es noch nicht viel drüber zu sagen. Es ist letztendlich ein Standard-Gearset 18:1, also kein 16:1, kein 13:1 und auch ohne Shortstroke. Bedeutet, gerade bei der Lauflänge von 300 mm hätten wir jetzt nicht unbedingt ein Sektorgear gebraucht mit vollen 16 Zähnen. Also wie gesagt, da wäre ein Shortstroke auf 13 Zähne wäre locker gegangen. Aber gut, ist halt ein Standard-Gearset, wie man es letztendlich aus anderen China-Modellen kennt. Nicht zu vergleichen mit dem Syma-Gearset, denn das sind 13:1 mit, was hat Syma? 12 Zahn Stroke oder 13 Zahn Stroke, ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall hier halt ein Standard-Gearset, wie es zum Beispiel bei E&C zum Einsatz kommt. Ich würde es hier von der Qualität mit den Norwich Gears vergleichen, weil es eben die gleiche Fabrik ist. Teilweise gesintert, teilweise gefräst. Bedeutet, sieht man auch, wenn wir das Spur mal umdrehen, das Ganze hier quasi zweiteilig verpresst oder warm verpresst. Genauso beim Bevel Gear, auch hier kann man schöner sehen, hier oben so ein kleiner Versatz drin, bedeutet auch das aus 2 Teilen gefertigt, nicht komplett gegossen und auch das Sektor, seht ihr eben schon, letztendlich warm verpresst und zusätzlich eben dann hier verplombt oder verstiftet. Da würde ich gar nicht meckern, wie gesagt, das ist ein ganz normales Gearset letztendlich, wie man es von allen anderen Herstellern auch bekommt. Nur ein Punkt ist mir aufgefallen, und zwar 2 Zähne vom Spur sind schon leicht angekratzt. Jetzt muss ich sie mal suchen. Das sind dann diese beiden hier. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann. Die beiden Zähne werden schon ein kleines bisschen silber. Bedeutet, entweder eiert's minimals, weil es eben nur diese beiden Zähne sind, oder die Beschichtung war bei den Zähnen halt ein kleines bisschen dünner. Aber wie gesagt, irgendwann wird euch so ein Gearset mal durchgehen, gerade mit einem Brushless-Motor. Wenn ihr da auch nur 11,1 Volt dran knallt, müsst ihr halt damit rechnen, dass ihr irgendwann einmal ein neues Gearset braucht. Wie gesagt, das ist normaler Verschleiß in meinen Augen. Gerade wenn man dann eben hochgeht, wie gesagt, ich würde sagen, die Gears oder so wie das Modell kommt, ist es für 1,4, 1,5 Joule oder so ausgelegt. Wenn ihr da 1,9 Joule reinknallt mit 0,3 Gramm BBs, dann müsst ihr halt davon ausgehen, dass von dem Zeug irgendwann mal was verschleißt. Denn wie gesagt, es ist alles bei dem Modell, die ganzen Komponenten, ja, es wird alles als, wie soll ich das sagen, alles als irgendwie Premium dargestellt. Aber letztendlich ist es auch nur eine China-Knifte mit einem Brushless-Motor. Also müsst ihr auch dementsprechend wieder mit Verschleiß rechnen, egal wo halt, wie bei jeder anderen Airsoft auch. Aber wie gesagt, Standards würde ich definitiv nicht meckern, gerade auch die Layer drauf. Für den Zyklus finde ich tippitoppi, für die Tablet Plate dementsprechend auch keine Feeding-Probleme. Dann noch kurz zum Thema Tablet Plate. Auch hier wurde ein bisschen gespart. Bedeutet, andere Hersteller gehen mittlerweile oder häufig auf Polyamid Tablet Plates. In dem Modell ist halt weiter eine sehr, sehr billige 1 Euro ABS Kunststoff Tablet Plate drin verbaut. Bedeutet, das Ding ist so weich, könnte fast von VFC sein. Und wie gesagt, sehr, sehr weich vom Material her. Dementsprechend nutze ich auch hinten die Flosse dann ein bisschen stärker ab, wie wenn sie aus Polyamid ist. Und wenn sie irgendwas mal verklemmen sollte, könnte das Ganze hier eventuell irgendwann mal reißen oder brechen.
Wie gesagt, ich würde erstmal nichts tauschen. Es ist in Ordnung, aber andere Hersteller, die deutlich weniger kosten, nehmen halt Polyamid-Kunststoff und kein ABS. Wie gesagt, das ist, ja, hat man in den billigsten 100-Euro-Waffen, hat man solche Tablet Blades drin. Gut, und dann ein Punkt, was mich immer an Quinglio-Waffen stört, auch Novritsch SSR4, Delta Armory. Wenn die Tablet Plate verbaut ist oder ihr irgendwann mal eine Wartung macht, müsst ihr schauen, dass ihr die Tablet Plate irgendwie mit einem Schraubendreher immer unten haltet. Denn ich weiß nicht, was genau Quinglio da macht, aber irgendwie bei dem Hersteller drückt euch immer die Tablet Plate nach oben. Seht ihr das? Das ist typisch für Quinglio. Das ist bei jeder Waffe, was Quinglio baut, egal Spectre Arms, Novritsch oder halt Delta Armory. Jedes Mal drückt euch diese Tablet Plate aus der Führung raus. Das ist halt Kacke. Wie gesagt, wenn ihr dann das ganze Modell oder die ganze Gearbox wieder zusammenbauen wollt, müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr die TP irgendwie in der Führung haltet. Am besten hier mit einem Schlitzschraubendreher runterhalten, dann die zweite Gearbox-Hälfte aufsetzen und dann den Schraubenschlüssel rausziehen, weil ansonsten springt euch jedes Mal die Tablet Plate aus der Führung raus. Wie gesagt, auch das könnten sie gerne mal beheben. Das haben wir jetzt schon bei so vielen Modellen von Quinglio gesehen. Bin ich kein Fan davon. Gerade halt, wenn man mal aufmacht und wartet, ist es ein bisschen nervig. Früher war es immer der Anti-Reversal-Ledge, jetzt fangen sie an mit den Tablet Blades. So Leute, und dann kommen wir, glaube ich, zum mit Spannung erwarteten Punkt, und zwar Thema Motor. Natürlich, das wird der Hauptgrund sein, warum sich viele für dieses Modell interessieren. Ich werde aber im Fazit sehr genau darauf eingehen, warum die Wahl vielleicht nicht unbedingt geil war für so ein Modell. Bedeutet, wir haben jetzt hier in einer 500-Euro-Waffe einen Brushless-Motor drin, die im Regelfall so um die, was kosten die zurzeit? 130, 140, 150 Euro kosten. So, und wie vielleicht vorhin schon ganz kurz angesprochen, oder wenn ihr das Video so verfolgt habt von den anderen Komponenten, von den anderen Bauteilen, man sieht einfach irgendwie, hier wurde wirklich darauf Wert gelegt, ja, es muss unbedingt jetzt ein Brushless-Motor rein und wir sparen überall anders. Und ich finde, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Bedeutet, wir haben von außen und von den anderen Komponenten irgendwo eine 200 Euro Airsoft und die restlichen Kosten kommen einfach vom Brushless-Motor und vom Aster, was drin verbaut ist. Finde ich nicht ganz passend, hätten sie überall anders noch ein bisschen von der Qualität höher machen können, bessere Qualität abliefern können, dann hätte das Modell natürlich 600, 650 Euro gekostet, aber dann hätte es wieder zusammengepasst. Ich meine, ihr baut ja auch keinen Porsche-Motor irgendwo in den Polo rein. Dann habt ihr zwar einen Porsche-Motor, aber es bleibt halt ein Polo. Wie gesagt, genauso kommt mir das ein bisschen vor. So, der Motor an sich ist aber gut. Bedeutet, es ist ein guter Brushless-Motor, kommt nicht ganz. Wer auf Patreon die Motortabelle gesehen hat oder die Diagramme, kommt nicht ganz an die Warheads ran, aber ist dennoch ein sehr, sehr guter Brushless-Motor natürlich. Der einzige Punkt, was mich jetzt in dieser Kombination ein kleines bisschen stört, vielleicht zuerst mal ganz kurz die Daten. Ich habe es jetzt in der Spectre Arms ausgelesen, den Motor, wie auch in meiner Standard ICS, damit man es eben mit anderen Motoren vergleichen kann. So, in der Spectre Arms Waffe haben wir eine Zyklenzeit von 54 Millisekunden bei 1,6 Joule mit 0,32 Gramm. Der Drain bzw. der Verbrauch pro Zyklus liegt bei 0,16 Milliampere-Stunden. Und das ist der große Vorteil von einem Brushless-Motor. Bedeutet, wir verbrauchen einfach pro Schusszyklus deutlich weniger Strom im Vergleich zu einem Bürstenmotor. So, und jetzt müsst ihr für euch aber eure Gedanken machen. Ja, ihr würdet aus dem Modell locker mit einer Akkuladung, so, ja, Akku natürlich, aber nehmen wir mal an, ihr habt einen Akku mit 1500 oder vielleicht sogar 1800 Milliampere-Stunden, würdet ihr locker 6000 Schuss aus dem Modell mit einer Akkuladung rausbekommen. Bei einem normalen Bürstenmotor oder bei einem High Torque oder Super High Torque seid ihr halt nur noch ungefähr bei 3000 bis maximal 4000 Schuss. Maximal. So, und jetzt ist die Frage, die ihr euch stellen solltet. Brauche ich das unbedingt? Brauche ich einen Akku übers ganze Wochenende, über 2 oder 3 Tage? Denn im Regelfall pro Spieltag, oder so geht es mir halt zumindest, brauche ich so circa, wenn ich es ein bisschen übertreibe und ab und zu ein bisschen schneller trigger, brauche ich ungefähr 2000 bis 2300 Schuss. So, also ein Beutel ungefähr. So, das bedeutet, mit einem Bürstenmotor würdet ihr auch locker, wenn ihr halt keine 6000 Schuss raushaut, über den ganzen Tag mit einem Akku auskommen. Mit dem Motor schafft das halt über 2 Tage. Und jetzt ist eben für euch die Frage, ob sich das rentiert. Wisst ihr, ihr bezahlt einfach extrem viel Geld für den Motor,
müsst überall anders ein paar Schwächen in Kauf nehmen bei dem Modell, bloß dass da mehr Schuss rausbekommt. Also das passt halt nicht zusammen. Ich finde, wenn man so einen Brushless-Motor in das System reinbaut, dann sollte auch alles andere von dem System zu diesem Motor dazu passen. Bedeutet, dann sollten auch gute Externals drin sein, dann sollten die internen Komponenten wie Pistonhead, Cylinderhead, sollte alles super sein. Ansonsten ist es halt ein bisschen, ja, passt irgendwie ziemlich schlecht zusammen, finde ich. Aber wie gesagt, großer Vorteil Brushless natürlich der Verbrauch und auch die Stromstärke oder das Current. Bedeutet, wir liegen hier mit einer Stromspitze an beim Anlaufen von 36,5 Ampere und im Peak und letztendlich über den gesamten Zyklus liegen wir nur bei 19 Ampere. Das ist eben auch ein Vorteil. Ihr braucht bei den Modellen mit dem Brushless-Motor nicht unheimlich große Akkus. Bedeutet, wenn ihr jetzt ein kompaktes Modell habt oder nehmen wir mal an, ihr kauft euch irgendein PDW-Modell, wo ihr keinen Akku reinbekommt, sage ich mal, mit mehr wie 1200 Milliampere-Stunden. Da gibt es nichts Geileres wie einen Brushless-Motor, weil ihr könnt auch mit einem 1000 Milliampere-Stunden spielen und habt dennoch viel Bums auf der Knarre drauf und könnt lange genug spielen. Aber bei so einem Modell, wo man hinten problemlos 1800 oder noch mehr Milliampere-Stunden reinbekommen, braucht man auch nicht jetzt unbedingt einen Brushless-Motor. Und wie gesagt, alles für euch ein bisschen zum Vergleichen. Also wie gesagt, Zyklenzeit finde ich ein bisschen langsam für einen Brushless-Motor, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Der Verbrauch mit 0,16 und natürlich die Stromstärke mit 36 Ampere im Peak, tippitoppi, da können wir gar nicht maulen, ist ein sehr guter Brushless-Motor. So, jetzt aber was Kurioses oder was ich nicht ganz verstanden habe. Ich habe den Motor auch in meiner ICS, wie gesagt, reingezömpelt und dann da ausgelesen und da ist ein Standard 18:1er Gearset drin mit einer M120. Selber Akku, gleiche Spannung 12 Volt und da liegt der Motor ein bisschen weiter unten. Bedeutet, von der Zyklenzeit war meine ICS, ich glaube, irgendwo bei 50 Millisekunden oder sowas, war also ein kleines bisschen schneller. Das könnte daran liegen, dass eben die Gears in der Specna Arms minimalst überschimmt sind. Minimalst. Da wir hier von 5 Millisekunden sprechen, könnt ihr das Ganze aber auch vernachlässigen. Bedeutet, ich sage es nur für die Hardcore-Nerds, die das halt unbedingt wissen wollen. Und wie gesagt, in anderen Kniften war der Motor 5 Millisekunden schneller. So, und dann habe ich mir mal einen Spaß erlaubt und habe auch mal meine anderen Kniften ein bisschen verglichen, was jetzt ziemlich erschreckend ist. Ich habe mit dem, wie heißen die, wartet, mit diesen HC100 Akkus in der Syma bin ich bei 52 Millisekunden. Bedeutet, eine Syma mit 13,1er Gearset und Brushless Motor cycelt exakt gleich schnell wie die Specna Arms mit dem Brushless Motor. Also hier eben der Punkt für euch, wenn ihr einfach nur ein schnelles Ansprechverhalten haben wollt, dann geht es auch ohne Brushless Motor. Wie gesagt, müsst ihr abwägen, ist es euch wichtig, ist es euch nicht wichtig. Also so viel zum Thema Brushless Motor. So Leute, und abschließend kommen wir zum Thema Lauf- und Hop-Up-System. Auch hier gibt es ein paar Punkte, die ich nicht ganz so geil fand, gerade für den Preis und auch wieder Thema Marketing, wie toll doch alles ist. Und dann bekommt man bei einer 500-Euro-Waffe eine Hop-Up-Kammer, die vielleicht 5 Euro kostet in der Herstellung. Also eine relativ günstige Plastik-Hop-Up-Kammer. Da gibt es andere Kniften auf dem Markt, die kosten deutlich weniger und die haben ein besseres Hop-Up drin. So leid es mir tut. Fangen wir erstmal beim einen Punkt an, das habe ich euch vorhin schon kurz gezeigt. Möchte ich euch jetzt hier einfach nochmal kurz zeigen für diejenigen, die es überseppt haben. Bedeutet in meinem Fall oder bei meiner Hop-Up-Kammer hält das Hop-Up-Rädchen wirklich erst, wenn ich Maximum Hop drauf gebe. Also dementsprechend 0,3er überhoppen, 0,8er 20 natürlich überhoppen und dementsprechend eigentlich nicht wirklich für diese Grammaturen verwendbar ist. Bedeutet, sobald ich ein bisschen weniger Hop einstelle für 0,3 zum Beispiel, seht ihr, gibt's noch einen gewissen Widerstand auf Maximum, drehe ich dann ein bisschen weiter runter, dann verliert das Rädchen sofort an Spannung. Und dann läuft es so leichtgängig und je weniger Hop ich einstelle, desto leichtgängiger wird das Ganze und dann hält es halt irgendwann, hält das Rädchen halt gar nicht mehr. Bedeutet, bei 0,8er 20 musste ich nach einem halben Magazin jedes Mal hergehen und musste wieder ein paar Stufen mehr Hop draufgeben, weil sich das Ding die ganze Zeit verstellt hat. Das ist schon mal nicht so gut. Sollte das bei euch auch der Fall sein, dass das Rädchen einfach überhaupt nicht hält, dann macht ihr den Mensch, das darf ich nicht sagen, oder? Dann macht ihr den O-Ring da hinten drin runter, hinter dem Rädchen, messt ihn mal aus und macht ein bisschen einen dickeren drauf, damit das Rädchen stärker nach vorne gedrückt wird und dementsprechend dann guckt oder hört mal,
und dann mehr Widerstand draufkommt und ihr dann eben dieses Klicksystem habt. Ihr habt zwar dann wieder ein Klicksystem, wo ich auch kein Fan davon bin, aber es würde sich nicht mehr verstellen. Denn wie gesagt, hier ist einfach zu viel Luft und zu viel Spiel standardmäßig in dem Rädchen vorhanden und so eigentlich nicht wirklich gut zu verwenden. Der nächste Punkt bei der Hop-Up-Kammer, ihr seht, es ist eine TDC-Hop-Up-Kammer und was ist beim TDC wichtig? Natürlich, der Tensioner muss so präzise wie möglich geführt oder gehalten werden. Entsprechend verwendet man normalerweise eine gescheite Aluminium-Hop-Up-Kammer, wenn man unbedingt einen TDC haben möchte. Eine sehr passgenaue Hop-Up-Kammer und dann ist es tippitoppi. So, und jetzt schaut her, wir haben hier hinten, also hier oben auch quasi den Tensioner drin und dieser sollte eigentlich über diese beiden Stege hier links und rechts geführt werden, damit er halt nicht wackeln kann. So, und genau das ist eben auch nicht der Fall, sondern der ganze Tensioner hat da drin ungefähr 1 Millimeter Luft und kann hier 1 Millimeter hin und her wackeln. Also Passgenauigkeit, Fehlanzeige. Hier hätte das Ganze deutlich passgenauer gefertigt werden können. Also auch hier, wie gesagt, ja, man bezahlt halt 500 €, hat aber halt eine 5 € Hop-Up-Kammer in dem Modell verbaut. Ach, übrigens bei der Demontage auch ein bisschen aufpassen, der Pin, ja, der Stift oder der Pin, welcher den Lever hält, wird auch nur über den Gegendruck vom Tensioner gehalten. Bedeutet, der ist nicht gerändelt oder sowas oder geriffelt, sondern ja, wird nur über den Gegendruck gehalten. Bedeutet, je weniger Druck drauf ist, desto leichter hält der Pin. Also seht ihr das? Guckt mal, der flutscht hier ganz easy hin und her und kann euch dementsprechend auch rausfallen. Andere Hersteller machen halt den Pin mit einer Rändelung oder so, damit er halt nicht rausfallen kann. Dementsprechend, wenn wenig Hop eingestellt ist oder wenn ich es halt demontiert, aufpassen, dann hält euch der Pin nicht mehr anständig. So, nehmen wir den Dinger auch noch ganz kurz raus und ziehen uns ebenfalls hier oben das Wackelteil da raus. Dann lasst uns erstmal den Lauf anschauen. Das ist ein kompletter Edelstahllauf, bedeutet nicht nur beschichtetes Messing, sondern auch wenn ihr hier mal versucht, Kratzer reinzumachen mit dem Schraubendreher, das ist wirklich Vollmaterial Edelstahl. Das ist schon mal sehr, sehr gut und würde ich von der Qualität her mit den günstigen Tuningläufen von Red Dragon oder PPS vergleichen. Also so ein 20, 25 € Lauf letztendlich. Auch von der Qualität her genauso, also nicht vergleichen wie jetzt ein Prometheus-Lauf oder ein Da Vinci-Lauf, so 50, 60 €, da kommt er nicht ganz ran, macht aber auch nur geringfügige Unterschiede, wenn man ehrlich sein soll. Auch nach 2.500 Schuss, was ich jetzt durch habe, wenn man mal durchschaut, ja, er ist innen drin mittlerweile relativ versüfft, muss man sagen, relativ viele Rückstände drin. Aber wenn ihr da mit Isopropanol reingeht, ihr bekommt das meiste wieder raus. Und wenn es wirklich richtig hart ist und festgesetzt ist, könnt ihr einfach bei einem Edelstahllauf auch gerne mal mit einer kleinen Bürste durchgehen, ohne dass ihr den Lauf innen drin komplett verkratzt. Das ist eben der Vorteil von dem Edelstahllauf. Das solltet ihr bei einem Messinglauf vermeiden. Den solltet ihr eigentlich nur mit einem weichen Material oder mit einem Mikrofasertuch reinigen und halt Isopropanol oder Alkohol. Also nicht mit einer Bürste oder sowas. Kleiner Tipp noch am Rande, wer seinen Messinglauf nicht mehr sauber bekommt, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem entsprechenden Tools innen drin aufpolieren, mit einer Polierpaste, müsst dann aber wieder richtig schön innen drin sauber machen, damit die ganze Paste wieder rausgeht. Also es hat alles Vor- oder Nachteile. Aber wie gesagt, aus Edelstahl ist in Ordnung. Mir ist auch beim Drehen nicht aufgefallen, dass der jetzt irgendwie krumm ist oder sowas. Bedeutet auch, wenn man auf eine Glasscheibe legt und rollt, der eiert nicht oder sowas. Dementsprechend schön gerade gefertigt. Nur die Krone vorne oder die Phase hätte vielleicht noch minimal ein bisschen länger sein können. Das ist hier vorne letztendlich einfach nur abgefasst letztendlich. Also nicht lange Krone, die hier sich bis nach hinten aufzieht, sondern einfach vorne ein bisschen entgradet auf gut Deutsch. Aber hey, ist ein Edelstahllauf drin, das ist doch schon mal zunächst in Ordnung. So, Hop-Up-Kammer haben wir gerade schon angesprochen. Jetzt lasst uns über die Tensioner und Bucking-Kombination sprechen. Ich habe das Bucking jetzt mal umgedreht, damit ihr das versteht, was ich schon wieder meine. Zunächst mal, wir haben hier ein relativ klassisches Flat-Hop-System oder Straight-Hop. Bedeutet sowas, was man vor 10 Jahren in den Start mal eingebaut hatte. Genau sowas hat man jetzt hier drin. Viele sind davon wieder weggegangen. Hier ist es halt bei Specna Arms wie auch bei den Norwich-Waffen leider weiterhin verbaut. Und bei den Norwich-Kniften habe ich es euch angesprochen, bin ich leider absolut kein Fan davon.
So, ich habe es euch vorhin gesagt, die Streuung selbst bei 0,32 Gramm, was für mich eigentlich so eine schöne Grammatur ist für, sage ich mal, 60 Meter, 65 Meter, 0,32, kosten nicht Unmengen viel Geld wie 0,4er, feeden in den meisten Kniften, ist einfach eine schöne Grammatur. So, und genau diese Grammatur oder auch andere Grammaturen funktionieren leider in dieser Kombination mehr schlecht als recht. Bedeutet, ja, ihr bekommt den Hop drauf, bedeutet, ihr habt hier oben drin diesen fetten Tensioner drin sitzen, da ist unten drunter nochmal eine Gummieinlage, wie der Omega zum Beispiel. Ihr seht aber, das Ganze ist nicht abgerundet, sondern einfach komplett gerade, also plan sozusagen. Und jetzt macht ihr natürlich nichts anderes, wie quasi euer Bucking, welches keine Patchfläche hat, einfach nur gerade runter zu quetschen. Also ihr drückt den kleinen dünnen Gummi auf eure Kugel drauf. Und davon bin ich einfach kein Fan. Bedeutet, ihr habt letztendlich im Inneren als Patch nichts anderes wie ein langgezogener Pornobalken, der schon 25 Jahre alt ist. Ihr bekommt dadurch zwar den Hop drauf, aber rein von der Ausrichtung oder von der Führung von der BB, wie die BB im Lauf dann oder ja drin liegt, wenn sie abgeschossen wird, ist es leider nicht ganz so geil. Also da finde ich Buckings mit einer Patchfläche, die rund sind, die einen Radius haben, damit sich die Kugel einfach sauber reinlegen kann, hatte ich bis jetzt immer bessere Ergebnisse wie mit solchen Straight-Hop-Systemen. Also bin ich leider absolut kein Fan davon. Und wie gesagt, selbst wenn ihr die Waffe aufgelegt habt und habt nur mal die Flugbahn mit dem Auge verfolgt, selbst dann konntet ihr schon in der Flugbahn Abweichungen nach kürzester Zeit von 30 Zentimetern wahrnehmen. Also die Dinger sind kreuz und quer geflogen. Sowas darf einfach bei so einer Knifte für den Preis nicht sein. Also hier hätte man gern ein anderes System verbauen können. Ob das jetzt nur an dem Bucking liegt oder ob es eine Kombination aus der Hop-Up-Kammer und dem Bucking ist, das weiß ich nicht. Und das werde ich auch nicht testen, da habe ich aktuell nicht die Zeit dafür. Bedeutet, solltet ihr ebenfalls eine sehr hohe Streuung haben, dann würde ich das Bucking rausschmeißen, also kein Straight Hop, sondern nehmt eins mit einer Patchfläche unten, nehmt einen Maple Leaf, nehmt einen Bugatti, nehmt einen Flamingo, whatever und kombiniert es ebenfalls mit einem Gummitensioner, der unten ebenfalls rund ist und nicht platt oder nicht plan ist, damit ihr hier einen Radius drin hat. Da ist einfach die Führung von der BB, wie sie dann quasi im Lauf drin liegt, ist einfach nochmal besser oder wenn sie abgefeuert wird letztendlich. Und dann der nächste Punkt, hier geht es dann auch um den Verschleiß. Wie gesagt, es waren jetzt unterschiedliche Grammaturen, ca. 2.500 Schuss. Und jetzt eben auch der Punkt vom Verschleiß. Habt ihr eine Patchfläche unten dran, habt ihr natürlich deutlich mehr Gummimaterial drauf. Ihr habt oben drüber nochmal ein bisschen mehr Gummi und dadurch kann das alles ein kleines bisschen mehr nachgeben. So, jetzt seht ihr aber, dass ihr letztendlich zwischen eurer Kugel und dem Tensioner wirklich nur dieses kleine Stückchen Gummi habt. So, und wenn ihr jetzt hier mal herschaut, das waren jetzt 2.500 Schuss. Ich habe das Bucking für euch mal umgestülpt, damit ihr das versteht, was ich meine. Jetzt schaut euch mal bitte die Gummifläche an, genau hier, wo die Kugel abgeschossen wird. Seht ihr, wie rau die bereits ist und auch wenn ich ein bisschen drücke, wie die so ganz leichte, poröse, ja, so leicht porös schon ist von der Oberfläche her. Ich hoffe, das kann man einigermaßen im Video erkennen. Wie gesagt, ich habe es extra für euch mal umgestülpt. Aber hier ist eben der Punkt, dass wenn ihr einfach so schwere Grammaturen immer verwendet und braucht einfach ein bisschen mehr Druck von oben, dann scheuert sich einfach der kleine dünne Gummi hier relativ zügig durch. Es ist zwar bereits ein 60er Bucking, also ist schon ein kleines bisschen härter wie bei manchen anderen Herstellern, aber ihr habt dennoch einen höheren Verschleiß im Bucking wie bei anderen Systemen oder bei anderen Hop-Up-Buckings. Also wie gesagt, von dieser ganzen Hop-Up-Geschichte, von diesem Straight-Hop und auch von der Hop-Up-Kammer bin ich leider nicht sonderlich überzeugt davon. Da hat man bei anderen Herstellern für weniger schon Besseres gesehen. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review über die Specna Arms Prime Serie. Wie gesagt, das ist jetzt zwar die P27, kann man aber rein von der Technik und von der Verarbeitung auf alle letztendlich übertragen. Und ja, auch heute habe ich mich bei dem Fazit wieder extrem schwer getan. Bedeutet, ich habe im Vorfeld mein Skript jedes Mal wieder ein bisschen umgeändert, mal einen Positivpunkt dazu, dann wieder ein Negativ in neutral, wieder neutral raus als negativ gegeben. Das ging die letzten 2 Wochen, ging das hin und her. Bedeutet, ich komme hier bei manchen Punkten einfach auf keinen grünen Nenner, ob's eher positiv ist oder eher negativ oder
Dementsprechend gibt es heute auch wieder einen sehr großen Punkt, den ich als Neutralpunkt anspreche. Und ihr wisst, Neutralpunkte sind immer die Punkte, wo ihr besonders aufpassen müsst, wo ihr selbst eure Meinung euch bilden müsst. Also sage ich euch nichts vor, ich erzähle euch nur, wie es ich empfinde. Und dann müsst ihr eben für euch selbst entscheiden, ja, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Oder ihr sagt, nee, ihr seht es genauso wie ich, es ist eher vielleicht schlecht. Wie gesagt, bildet eure eigene Meinung, denn letztendlich ist es euer Geld, nicht meins. Also fangen wir erstmal bei den Positivpunkten an. Natürlich der allergrößte Positivpunkt auf meiner Liste. Es ist bei dem Modell bereits ein Brushless-Motor drin verbaut. So, dieser Brushless-Motor ist jetzt von den Zyklenzeiten und von den Strömen zwar nicht ganz so gut wie ein Warhead-Motor, aber hey, es ist ein Brushless-Motor. Die Ströme sind gering, der Verbrauch ist gering und dementsprechend schon mal ein gewisser Vorteil gegenüber eines Bürstenmotores. Bedeutet, wenn ihr jetzt ein Modell sucht, wo ihr unbedingt mit einem Akku den ganzen Tag 6000 Mumpeln rausknallen könnt, dann seid ihr hier richtig. Sagt ihr, nee, brauche ich nicht, weil ich verschieße maximal einen Beutel, vielleicht so 2000, 2500, dann wiederum bin ich der Meinung, dann braucht man nicht unbedingt einen Brushless-Motor. Außer man triggert wie so ein kranker Weltmeister, dass halt die Bürstenmotoren relativ warm werden. Das passiert euch halt beim Brushless nicht. Aber muss man halt auch ein bisschen, ja, die Kosten mit reinbeziehen. Komme ich aber dann später dazu. Also erster Pluspunkt, Brushless-Motor drin. Nächster Pluspunkt, es ist ein sehr gutes EFCS-MOSFET drin. Bedeutet rein von der Qualität her, ja, genauso wie ein Perun, wie ein Chevron, wie ein Begadi oder ASCU. Bedeutet von der Qualität schon mal besser wie dieses Billigzeug, irgendwie T238 oder Syma Standard MOSFET oder sowas. Und bedeutet, da sind die Chinesen, was das MOSFET angeht, fast noch ein bisschen hinterher von der Technik. Die rauchen auch ganz gern mal ab. Das kann auch bei einem Aster nicht passieren oder beim hochwertigen EFCS. Bedeutet hier ein Pluspunkt EFCS und MOSFET-System. Nur hier möchte ich auch wieder einen persönlichen Punkt einbeziehen. Ihr habt einfach ein optisches System, bedeutet, ihr drückt halt einfach immer ins Leere rein. Ihr habt nirgends oder ihr habt nie einfach einen sauberen Punkt, wo die Waffe auslöst. Stellt ihr euren Abzug in der Software von mir aus hier ein, ja natürlich, dann triggert das Aster aufgrund des Quantum-Triggers immer an derselben Position mit der Lichtschranke. Also es funktioniert schon, aber ihr habt trotzdem nach hinten keinen Anschlag. Bedeutet, wenn ihr schnell triggern wollt, bin ich mit einer Waffe, mit einem Anschlag vermutlich nochmal 30% schneller wie ihr mit einem optischen System. Da ihr, wenn es schnell geht und ihr im Affekt schießt, ihr drückt das Ding auf Anschlag durch. Ist einfach so. Also wie gesagt, müsst ihr für euch entscheiden, ob das für euch in Ordnung ist. Wie gesagt, es ist nichts Schlechtes. Der eine bevorzugt eben Anschlag, der andere bevorzugt halt oder ist damit in Ordnung, dass er ins Leere drückt. Wie gesagt, kann ich euch nicht abnehmen, müsst ihr entscheiden. Aber EFCS MOSFET, klasse. Nur auch hier nochmal einen kleinen Punkt. Ihr könnt natürlich hier über die Software drauf verbinden, über die Gate-Software und könnt den Abzug einstellen. Das ist aber auch das Einzige, was ihr letztendlich an dem Modell einmalig macht. Bedeutet, alle anderen Spielereien wie Precocking und Pipapo ergeben oder machen in diesem Modell keinen Sinn und werdet ihr über die Software niemals anfassen. Bedeutet, es sind alle Spielereien, wo man auch eigentlich darauf verzichten kann. Ihr braucht mit einem Brushless-Motor kein Precocking einstellen, könnt ihr vergessen. Also wie gesagt, dieses ganze Softwarezeug empfinde ich mittlerweile als ein kleines bisschen Spielerei. Braucht man nicht wirklich. Je nachdem, wie ihr das seht. So, nächster Pluspunkt, Federschnellwechselsystem, haben sie geil kopiert, genauso wie bei E&C und wie bei Syma. Lässt sich super hier lösen, letztendlich Castle-Nut abschrauben, Buffer-Tube reindrücken, drehen, kommt direkt an den Spring Guide hin und könnt da innerhalb von 2-3 Minuten eine andere Feder reinknallen. Und dementsprechend aufgrund des guten und schnellen Federschnellwechselsystems auf sehr vielen Spielfeldern sofort einsetzbar. Also wenn ich noch zurück überlege, noch vor, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahren, wo man jedes Mal die ganze Gearbox auseinanderrupfen musste, um da eine andere Feder reinzubekommen, das ist heutzutage schon Luxus, muss man sagen. Also ist geil, Federschnellwechselsystem feiere ich, klasse. Der eine Punkt halt müsst ihr ein bisschen beachten, der Spring Guide ist jetzt hier bei der Quingliu oder bei der Specna Arms kleines bisschen länger vom Kopf, dadurch verliert ihr ungefähr 15 mm Platz für den Akku hinten drin. Daher aber ein Brushless-Motor drin ist und ihr kleine Akkus verwenden könnt, kann man es auch ignorieren, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, Federschnellwechselsystem, klasse. So, und mein letzter Pluspunkt auf der Liste, das ist der Lieferumfang. Denn dieser ist vollständig, würde ich sagen. Finde ich klasse. Ihr habt 2 Magazine mit dabei.
2 Midcap-Magazine sind dabei, ihr habt einen großen Speedloader, wo 150 BBs reinpassen, habt ihr dabei. Und ihr hättet sogar noch Ersatzfedern auch noch im Lieferumfang enthalten, wenn ihr von der Energie weiter runter müsst für euer Spielfeld. Ist klasse, auch wenn ich kein Fan von den Specna-Armsfedern bin, weil die schwingen die ganze Zeit nach. Aber es sind zumindest schon mal welche mit drin. Das habe ich bei keinem anderen Hersteller bis jetzt gesehen. Würden sie jetzt noch lange Federn reinmachen, die nicht nachklingeln, dann wäre es für mich perfekt. Aber nee, wie gesagt, Lieferumfang ist meiner Meinung nach vollständig und tippitoppi, können wir nicht maulen. So, Neutralpunkt. Neutralpunkte habe ich 2 Stück. Ich werde jetzt einen vorwegnehmen und einen am Ende nochmal ergänzen, weil der wird ein bisschen umfangreicher. So, ein Neutralpunkt gebe ich leider auf den Zylinderhead, der da drin ist. Und das habt ihr auch bei den Internals, konntet ihr sehen. Der Zylinderhead, der passt weder vom Durchmesser anständig zum Zylinder, noch passt das Ding anständig zur Gearbox. Bedeutet, die Nozzle läuft zwar sauber auf dem Stutzen vorne, aber der ganze Zylinderhead schwabbelt da innen drin rum. Also das passt von der Passgenauigkeit hinten und vorne nicht. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass dieser Zylinderhead bei schweren BBs abbläst. Ihr verliert also Druck und dementsprechend fällt die Energie, je schwerer ihr geht von den Kugeln, desto stärker fällt die Energie ab. Bedeutet, habt ihr im Chrono gesehen, kront ihr mit 0,2, seid ihr irgendwo mit der 135er Feder bei 1,9 Joule. Das ist vollkommen in Ordnung, ist ja letztendlich ein 16 Zahn Sektorgear drin. Knallt ihr da 0,3 rein oder 0,32, seid ihr halt bloß noch bei 1,5 bis 1,6. Ballert ihr 0,4 rein, fällt sie ab auf 1,3, 1,2 Joule. Also ich gehe davon aus, sobald eben das Kugelgewicht steigt, nimmt natürlich auch der Gegendruck von der anderen Nozzle zu und dadurch kann dieser Zylinderhead gegebenenfalls abblasen. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, wenn man da einen besseren reinmacht oder einfach ein bisschen PTFE-Band außenrum macht um den Zylinderhead, dass wir dann bei schweren BBs nicht so einen harten Drop hätten. Wie gesagt, Zylinderhead ist Murks meiner Meinung nach. Also der passt da nicht wirklich gut dazu. Am besten gleich rausmachen und einen besseren rein und im besten Fall sogar noch mit einem großen, schönen Sorbo-Pad, damit ihr den Aufprall ein bisschen rausbekommt. Denn da sind wir jetzt dann schon beim ersten Kritikpunkt meiner Seite aus. Das Modell ist für eine SAEG heutzutage extrem laut. Nicht nur, dass die Gears ein bisschen kreischen, es schwingt, jede Feder in dem Modell schwingt nach, nicht nur die Hauptfeder innen drin, sondern auch die Feder oben vom Spannhebel klingelt, die Feder vom Magazinauswurf klingelt. Da klingelt alles und auch überträgt sich dieser Aufprall ziemlich stark auf den Receiver. Habe ich euch auch versucht zu erklären. Ich gehe davon aus, dass der aufgrund des Materials ein bisschen Spannung irgendwie drin hat und dadurch habt ihr einen sehr lauten, hellen Knall beim Schießen. Normalerweise heutzutage bin ich es gewohnt, dass eine SAEG relativ dumpf ist und sich schön anhört. Das ist genau wie das krasse Gegenteil. Also hier würde ich persönlich ansetzen, wie gesagt, Zylinderhead würde ich machen, die Federn schauen, andere Feder rein und die anderen Federn vom Spannhebel und vom Magazinauswurf schauen, ob ihr irgendwie mit Fett arbeiten könnt. Ansonsten schauen, ob ihr vielleicht eine andere Feder herbekommt. Denn ansonsten ist das Klangbild bei dem Modell leider nicht sonderlich gut. Für mich persönlich zumindest. Also bin ich Besseres gewohnt. Entsprechend hier leider ein Kritikpunkt. So, nächster Kritikpunkt und den muss ich einfach aufnehmen, weil es einfach nicht funktioniert hat. In meinem Modell habe ich euch gezeigt, das Hop-Up funktioniert hinten und vorne nicht. Bedeutet, es ist mir letztendlich nur möglich, in dem Modell wirklich geradeaus zu schießen, wenn ich das Hop auf Maximum schraube, weil nur dann hält das Rädle oder ja, hält das Einstellrad. Und ich muss gleichzeitig natürlich 0,36 nehmen, denn ansonsten kriege ich einen massiven Überhop rein. Und das darf halt nicht sein. Bedeutet, sobald ich weiter runter gehe, um 0,3 oder 0,32 Gramm BBs verwenden zu können, dann hält das Rädle nicht mehr. Das heißt, nach einem halben Magazin muss ich wieder da hinten aufpobeln und muss dann anfangen, hier wieder das Hop-Up neu zu justieren. Also hier, wie gesagt, ein Problem mit dem Hop-Up-Einstellrädle. Probiert mal, solltet ihr das Problem auch haben. Ich kann letztendlich nur von meinem Modell sprechen. Sollte das bei eurem Modell genauso sein, dass das nicht hält, schaut mal, ob ihr hinter das Einstellrad einen größeren O-Ring draufziehen könnt, damit da mehr Druck drauf kommt auf das Rädle. Denn wie gesagt, bei meinem Modell passt es so hinten und vorne nicht. Und parallel dazu waren leider auch die Schussergebnisse nicht sonderlich gut. Bedeutet ab 25 Meter bereits extreme Ausreißer, mal nach links, mal nach rechts, ein bisschen Überhop, ein bisschen weiter abgefallen. Also es war nie reproduzierbar, dass der Drall oder dass das eine Fehlstellung vom Tensioner war. Überhaupt nicht. Normalerweise gut, wie gesagt, wenn er mal ein Hop-Up scheiße zusammenbaut, Entschuldigung, schlecht zusammengebaut ist oder der Tensioner schräg drückt, ja, dann fliegen alle QBBs nach rechts oder alle fliegen nach links.
Kann man justieren, kein Problem. Aber wenn es dann anfängt zu spritzen und links und rechts die ganze Zeit unkontrolliert zu schwanken, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass hier entweder das mit dem Tensioner Mist ist, weil der hat zu viel Spiel innen drin, oder dieses ganze Straight-Hop-System. Bedeutet, wir merken uns, solltet ihr das Problem auch haben, dass einfach zu viel Schwankung drauf ist in den Schussergebnissen. Ich würde erstmal billig anfangen, macht ein besseres Bucking rein, vergesst dieses Straight-Top-Zeug da, macht ein anständiges Bucking rein und auch einen anständigen Tensioner. Ob ihr da einen Maple Leaf nehmt mit dem Omega-Tensioner oder einen Bugatti nehmt oder einen Flamingo nehmt, ist wurscht, kauft was ihr wollt, probiert's aus, dass ihr das Hop-Up in den Griff bekommt. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann muss ich leider sagen, dann liegt es an der Hop-Up-Kammer, an dem Spiel von dem Tensioner. Dann müsst ihr die ganze Hop-Up-Kammer rausschmeißen und eine andere reinmachen. Wie gesagt, bisschen schade, hätte ich nicht gedacht bei dem Modell. Vor allem, wenn man es halt auf der Speckner-Armseite wieder so toll bewirbt, wie toll doch die Hop-Up-Kammer ist und dann schießt das Ding nicht gerade aus. Sollte halt eigentlich nicht vorkommen. Vielleicht ein Montagsmodell, ich weiß es nicht. Könnt gerne mal, wenn ihr auch so eine Prime habt, gerne mal Kommentarfeld unten nutzen, ob eure gerade ausschießt oder auch streut. Ist ein LMG. Okay, so und leider auch der letzte Kritikpunkt, den ich leider auch geben muss. Mein Lager vom Spörgear, mein Kugellager in der Gearbox ist nach 2.500 Schuss kaputt. Habt ihr bei den Internals gesehen, das läuft total, reibt total wie Seuche, spinnt also nicht mehr frei letztendlich, extrem viel Reibung drauf, hakt und kratzt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Syma oder China-Lager, nennen wir es einfach mal, nicht unbedingt für die Kombination jetzt ausgelegt sind. Also, wie gesagt, auch dazu kommt genau, das war ja auch noch falsch rum eingebaut, bedeutet das Kugellager gehört normalerweise oben auf die Welle drauf und die Buchse gehört nach unten, wo die Last übertragen wird über den Zahnkranz. Hier ist es genau falsch rum zusammengebaut. Vielleicht liegt es daran, dass es kaputt ist. Wenn bei eurem Modell das richtig zusammengebaut ist, könnte das Kugellager natürlich auch länger halten. Aber bitte Leute, es sind China-Kugellager. Die Dinger kosten wahrscheinlich in China 1 Euro oder sowas. Also rechnet damit, dass ihr halt irgendwann mal neue Lager braucht. Oder ihr macht euch gleich Stahlaufbuchsen rein. Ist euch überlassen. So, also das war der letzte Kritikpunkt. Jetzt habe ich euch gesagt, ich möchte sehr, sehr ausführlich noch einen Neutralpunkt mit euch ansprechen. Und den nennen wir jetzt einfach mal Qualität. Das ist der letzte Punkt. So, Qualität. Und unter Qualität, bitte versteht es nicht falsch, unter Qualität möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, wie ist jetzt das Spaltmaß oder wie dick ist jetzt der Receiver, sondern ich möchte in diesem Punkt einfach alles mit einfließen lassen, was man eigentlich damit einfließen lassen kann in Qualität. Bedeutet ein paar Punkte, die mir eben so durch den Kopf gehen. Ihr müsst euch jetzt einfach mal vor Augen halten, weil viele lassen sich, ich habe es auch schon im ASVZ gelesen, viele lassen sich jetzt von dem Brushless-Motor extrem blenden. Und genau das solltet ihr nicht. Denn letztendlich geht doch bitte mal her. Ihr müsst überlegen, das Modell kommt aus dem Hause Qingliu. Das ist einer der billigsten Airsoft-Herstellern in China. Novridge SSR4 Delta Armory. Selbe Fabrik, selbe Verarbeitungsqualität, selbe Materialien. Kein Unterschied. So, und jetzt schaut ihr mal zum Beispiel, so eine Delta Armory bekommt er in so einer Qualität mit Receiver aus Zink-Alu, bekommt er um die 200, was kosten die? 260, 280 Euro. Bedeutet, das bekommt ihr hier. Ihr bekommt hier eine Airsoft für 280 Euro. Ihr bezahlt aber den Aufpreis für den Brushless-Motor, für das Gate Aster, was hier drin ist, und für die Gearbox, die jetzt halt auch eine Zink-Gearbox ist. Ist ja nicht so, dass hier eine CNC-Gearbox drin ist. Es ist eine ganz normale Zink-Gearbox wie bei Syma oder wie bei G&G auch. Also nichts Besonderes. Und da frage ich mich halt, ob das Sinn macht. Warum baller ich in so ein Billigmodell so einen Motor und so ein EFCS rein? Und das passt meiner Meinung nach, aber das passt meiner Meinung nach nicht ganz zusammen. Wäre jetzt die Qualität von den Externals besser, würde das Ding nicht so klingeln, wäre der Bolt Catch mit Funktionen, würde da nicht rumklappern wie ein Hund sei Schwanz da drin. Und das Modell hätte vielleicht 600 Euro gekostet. Dann hätte ich gesagt, ja gut, das passt. Es ist ein sauteures Modell, wäre dann gekommen, aber es hätte von der Technik und alles, ja, man hätte einfach den Preis dann bezahlen müssen. Aber für mich macht es hier den Eindruck, als würde ich hier wirklich hergegangen, hey, da muss ein Brushless-Motor rein, wo können wir sparen? Was können wir billig machen? Genauso wirkt es für mich. Wir nehmen einfach eine ganz, ganz billige AR-15 und ballern einen Brushless-Motor rein. Es ergibt doch irgendwo keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ich gehe doch auch nicht her und baue mir einen Porsche-Motor in den Polo rein. Dann habe ich einen Porsche-Motor, aber ich habe trotzdem bloß einen Polo.
Wie gesagt, ganz, ganz schwieriges Thema bei dieser Prime-Serie, finde ich. Man sieht einfach, finde ich zumindest, sieht man doch häufig an manchen Stellen, dass hier halt die Qualität oder dass hier und da ein bisschen gespart würde. Hauptsache, es muss ein Brushless-Motor rein. Würde das Modell mit einem ganz normalen, guten Bürstenmotor kommen, sage ich mal für 420 € oder lass mal 400 € sein, hätte ich gesagt, klasse, passt doch, einwandfrei, kann man sich gönnen. Aber das ist halt irgendwo in der Kombination schwierig, finde ich. Also ganz, ganz schwierig. Muss also diese Serie muss wirklich seine Liebhaber haben oder muss halt wirklich ja, auf jemanden zugeschnitten sein, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche den Brushless-Motor, ich will nicht irgendwie jetzt ein Warhead nachrüsten oder keine Ahnung, oder das Geld ist mir eh egal. Aber da sind wir doch beim nächsten Punkt. Wenn das Geld egal ist, dann kaufe ich mir doch nicht sowas. Dann kaufe ich mir einmal eine Knifte mit gescheiten Externs mit der geilen Verarbeitungsqualität und dann knalle ich einen Warhead-Motor zum Beispiel rein oder halt einen Brushless-Motor. Aber ich kaufe doch nicht das Billigste vom Billigsten und zünde mir dann einen Motor für 150 € rein. Also wie gesagt, ganz, ganz schwierig. In der Kombination, wie gesagt, es ist jetzt keine schlechte Waffe. Das Hop-Up okay, weiß ich aber nicht. Ist es ein Montagsmodell oder nicht? Aber wie gesagt, irgendwie ziemlich unstimmig, finde ich. Meiner Meinung nach. So, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriger Punkt heute, finde ich zumindest. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Sagt ihr jetzt, okay, das ist doch okay, wir bekommen eine normale Standardknifte mit einem Brushless-Motor, das ist okay? Oder seid ihr auch meiner Meinung und sagt, ja gut, wenn es ein billiges Modell ist, dann muss aber halt auch der Motor entsprechend dazu passen, sonst ergibt es wenig Sinn. Würde mich mal interessieren, bin ich hier allein oder sehe nur ich das so oder seht ihr das auch so? Wie gesagt, also qualitativ 260, 280 € Waffe und der Rest kommt halt vom Motor und vom Gate Aster. Das geht halt bei anderen Modellen, geht's halt günstiger letztendlich. Aber wie gesagt, nicht schlecht, müsst ihr für euch entscheiden letztendlich. Gut, das soll es gewesen sein. Bin ich fertig? Habe ich meinen Senf abgegeben? Nee, das soll es gewesen sein. Erstmal nochmal vielen lieben Dank an die Firma Shopgun, an den Dominik, welche mir dieses Modell ausgeliehen haben. Ich lasse jetzt mal noch 1 bis 2 Wochen da. Bedeutet, wenn von euch noch Fragen kommen, ob ich noch irgendwas testen soll, schreibt es unten in die Kommentare, dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Ansonsten geht das Ding dann zurück an die Firma Shopgun. So Leute, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen, würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns wir sehen uns erst nach Weihnachten wieder zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein.